Unser Block, erster Block ist Weltkriegsgefahr, Alarmstufe Rot. Das wird bis 12:30 Uhr dauern. Wir haben Rednerinnen mit Video und Live-Anmeldung und dann Präsenz hier. Als Präsenz hier Robert Znov aus Spanien und Gabi Fechner aus Deutschland. Und dann Rest machen wir, die haben Videodokumente geschickt, dann glaube ich, Zeit nicht zu verlieren. Jetzt kommt Frank Hammer aus USA, Veteran der Gewerkschaft UAW, seit Jahrzehnten Aktivist für Umweltschutz und Arbeitsplatz, jetzt aktiv. Danach kommt Dieter Bremer. Jetzt erst Video von Frank Hammer. Grüße an alle. Bevor ich meine Einschätzung der Gefahr eines Weltkrieges abgebe, ist es wichtig, diesen Zeitpunkt in den USA in einen Kontext zu setzen. Die Trump Make America Great Again Kapitalisten verwandeln die USA gerade rasch in einen militarisierten, faschistischen Polizeistaat und steuern auf einen von Trump angeführten Staatsstreich zu. Der Aufbau des militärisch-industriellen technologischen Komplexes geht einher mit der wachsenden Gefahr der Verhängung des Kriegsrechts in unseren Städten. Angesichts dieser Entwicklung in den USA muss die Gefahr eines Weltkrieges sehr ernst genommen werden. Das US-Militärbudget ist in den letzten Jahrzehnten unter beiden Parteien des Kapitals exponentiell gestiegen. Biden hat die Militärausgaben, als er von Trump 1.0 die Amtsgeschäfte übernahm, auf 770 Milliarden $. 4 Jahre später hat Trump diese Zahl nun für das Haushaltsjahr 26 auf über $1 Billion erhöht. 150 Milliarden $ mehr als vom Pentagon beantragt. Während das sogenannte liberale Establishment täglich Trumps One Big Beautiful Bill, also großartiges, tolles Gesetz, anprangert, versäumt es, die massiven neuen Militärausgaben zu kritisieren. Die kapitalistischen Medien schweigen erwartungsgemäß. Die über $1 Billion entsprechen einer Steigerung von 13% gegenüber 2025 und machen fast 63% aller Ausgaben der US-Regierung aus. Die Gelder werden in vielen Bereichen ausgegeben. Zu Lande, im Meer, im Weltraum, einschließlich für die Modernisierung der Cyber- und Atomkriegsführung. Sie werden in die 500 Militärstützpunkte im Inland und die 850 Stützpunkte im Ausland investiert. Die Gelder werden die Industriebasis und die 2000 Meilen lange Grenze zu Mexiko weiter militarisieren und den Stellvertreterkrieg in der Ukraine sowie den zionistischen Völkermord in Gaza weiter finanzieren. Ein Teil dieses Geldes ist lediglich eine Anzahlung für die Entwicklung einer US-Version des israelischen Iron Dome, genannt Golden Dome, angeblich ein Raketenabwehrsystem. Ist diese Kuppel in Wirklichkeit ein Instrument, das den USA neue globale Aggression ermöglicht, die angeblich keinen Gegenangriffen ausgesetzt sind? Das ist völliger Schwachsinn, der die gegnerischen Mächte zu einer entsprechenden Eskalation veranlassen wird. Darüber hinaus wurden die NATO-Staaten erfolgreich dazu gedrängt, ihre Militärausgaben bis 2035 auf 5% ihres Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, davon 3,5% für Truppen und Waffen und der Rest für die Anpassung von Straßen, Brücken und Häfen, für die Nutzung durch Militärfahrzeuge sowie für Cybersicherheit und den Schutz von Energiepipelines.
Derzeit geben die NATO-Staaten zusammen nur die Hälfte dieses Betrags aus. Das Hauptziel dieser Eskalation ist China, das als Feind Nummer 1 dargestellt wird. Im Gegensatz dazu gibt China 1,7% seines BIPs für Militärausgaben aus. Das mögliche Ergebnis ist ein Atomkrieg, der die Zivilisation zerstören und einen nuklearen Winter auslösen wird, der zur Auslöschung des Lebens auf der Erde führt. Mit den Worten der Simmerwald-Manifest vor 110 Jahren, Zitat, die gesamte Zivilisation, die durch die Arbeit vieler Generationen geschaffen wurde, ist zum Untergang verurteilt. Zitat Ende. Unsere Organisation hat in ihrem Namen Faschismus und Krieg sowie auch Umweltzerstörung. Militarisierung ist untrennbar mit Umweltzerstörung verbunden. Während der Planet aufgrund der eskalierenden Klimakatastrophe, die durch kapitalistische Profitgier vorangetrieben wird, in immer größeres Chaos versinkt, wird die daraus resultierende Zerstörung die Spannung zwischen und innerhalb von Nationen verschärfen und zu weiteren militärischen Eskalationen führen. Diese militärischen Eskalationen werden wiederum in einem Teufelskreis zu mehr Umweltzerstörung beitragen. Das US-Militär trägt als großer Verbraucher fossiler Brennstoffe und Emittent von Treibhausgasen erheblich zur Klimakrise bei. Mehr als ganze Industrienationen wie Portugal und Dänemark. Seine Operationen vom Kraftstoffverbrauch bis hin zu Infrastrukturschäden während Konflikten verschärfen die globale Erwärmung und den Klimawandel. Unsere internationale Einheitsfront muss ihr Engagement für den Schutz unserer Umwelt vertiefen und die Umweltbewegung rasch zu einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront machen. Genossinnen und Genossen, die systemischen Süchte, die dem Kapitalismus und Imperialismus innewohnen, treiben die Menschheit in dunkle Zeiten. Die Arbeiterklasse und alle antiimperialistischen Kräfte müssen eine vereinte Bewegung aufbauen, um die dafür verantwortlichen, gefährlichen und gierigen Raubtiere von der Macht zu entfernen. Vielen Dank. Jetzt als zweiter Redner Dietmar Brämer aus Deutschland, bis Ende 2021 langjähriges Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei, Internationalist, Antifaschist und Friedenskämpfer seit Jahrzehnten. Eine Genosse wird das vorlesen. Liebe Genossinnen und Genossen, 110 Jahre nach der Zimmerwald-Konferenz, 80 Jahre nach der Befreiung vom Nazifaschismus und 80 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki steht die Menschheit am nuklearen Abgrund. 2 Kriegsherde brennen bereits. Osteuropa, Ukraine-Krieg, der Nahe Osten und Ostasien, Taiwan, das Süd- und Ostchinesische Meer und die koreanische Halbinsel könnten der dritte Kriegsherd werden. Als sich im September 1915 Pazifistinnen und Pazifisten, Sozialisten und Sozialdemokraten, Bolschewisten und eine Gruppe um Lenin in Zimmerwald trafen, tobte der erste imperialistische Weltkrieg bereits ein Jahr. Keiner der dort Anwesenden ahnte wohl zu diesem Zeitpunkt, welch ein Leid sich bis zum Ende des Kriegs auftürmen würde. 20 Millionen Tote, Millionen Schwerstverletzte, Millionen Kriegskrüppel, Inflation, Hunger und Elend. Nur 21 Jahre später war es wieder Deutschland, war es das faschistische Nazi-Deutschland, das einen verheerenden, barbarischen Zweiten Weltkrieg entfesselte, mit all seinen Folgen und Konsequenzen. 60 bis 70 Millionen Tote, davon 27 Millionen Sowjetrussen. Systematische Verfolgung und bestialische Ermordung der jüdischen Bevölkerung in Europa mit 6 Millionen Toten. Vom faschistischen deutschen Staat organisiert, finanziert vom deutschen Finanzkapital, unter anderem der Deutschen Bank und logistisch begleitet von der deutschen Industrie, von Reichsbahn bis IG Farben Industrie.
dass ein gewisser Hans-Maria Klopke, überzeugter Nazi und maßgeblich an der Kommentierung von Hitlers Rassengesetzen involviert, 1949 unter Adenauer einer der mächtigsten Männer der Bundesrepublik wurde, darf nie vergessen werden. Stellvertretend genannt für viele Nazi-Kriegsverbrecher, die nach 1949 in Westdeutschland den Wiederaufbau prägten. 110 Jahre Zimmerwald-Konferenz. Nach 110 Jahren treffen sich nun in Zimmerwald in der Schweiz Genossinnen und Genossen, Friedensfreunde, Antimilitaristen und Antifaschisten, um das Unmögliche möglich zu machen. Deshalb ist diese Konferenz so unglaublich wichtig. Zu sprechen, zu diskutieren und vielleicht sich auf das Wichtigste zu einigen. Eine Arbeitsplattform zu finden und zu organisieren, die dem Weltfrieden dient. Es gibt keine Alternative, um weltweit alle demokratischen und fortschrittlichen Kräfte zu mobilisieren, um einen drohenden Dritten Weltkrieg zu verhindern. Dieser Krieg wird ein mit Atomwaffen geführter Krieg und er wird seinen Ausgang in Europa nehmen. Das Ergebnis wird die Vernichtung der gesamten Weltbevölkerung sein. Ideologische Voreingenommenheit darf nicht dazu führen, eine konsequente und machtvolle Zusammenarbeit zu verhindern. Es bleibt uns also nicht mehr so viel Zeit, um die aggressivsten Militaristen weltweit aufzuhalten. Die Ursache dieser menschenverachtenden, ausschließlich am Profit orientierten Politik ist der Imperialismus und sein militärisch-industrieller Komplex. Das ist die Hauptursache, die es zu bekämpfen gilt. Die Hafenarbeiter in Piräus, Marseille, Genua und anderswo haben bewiesen, was Einigkeit und solidarisches Handeln bewirken kann. Machtvolle Demonstrationen in London, Den Haag, Athen, Tel Aviv, Berlin und überall auf der Welt gegen den Völkermord Israels und seiner Helfershelfer im Gazastreifen, gegen die systematische Ausrottung und Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung, haben nicht nur ein Zeichen gesetzt. Mordgerät und feinste Waffentechnik soll nicht mehr geliefert werden. Vielleicht kommen wir dahin, dass auch die Produktion von Massenvernichtungswaffen weltweit verhindert und für immer gestoppt werden kann. Zum Schluss meines Beitrags möchte ich noch einmal eure Aufmerksamkeit auf Deutschland lenken. 1935 schrieb Josef Roth an Stefan Zweig: Und ich werde Recht behalten, denn Hitler dauert nicht lange mehr und es kommt ein neues deutsches Reich, langsam aber sicher. Deutschland gehört immer noch zu den stärksten Volkswirtschaften weltweit. Wenn nun dieses Deutschland in Goebbelscher Manier fordert, wir müssen wieder kriegstüchtig werden, Zitat Verteidigungsminister Pistorius, und wenn Außenminister Wadepool behauptet, Russland wird für immer unser Feind bleiben, und wenn dann beschlossen wird, nahezu 5% vom Bruttoinlandsprodukt für die Aufrüstung auszugeben, fast die Hälfte des Bundeshaushalts bis 2035, 3,5% bis 2029, plus 1 Billion zusätzlich für die Aufrüstung, plus 500 Milliarden für militärische Infrastruktur. Dann wird es brandgefährlich. Wenn aus grünem Stahl olivgrüner Stahl wird, wenn Flugzeug- und Autoindustrie auf Rüstungsindustrie und Kriegsproduktion umgestellt werden und wenn die Aktionäre von Rheinmetall jeden Tag die Sektkorken knallen lassen, dann kann das nur bedeuten, dass von Deutschland wieder große Kriegsgefahr ausgeht. Die geplante Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland 2026 ist dafür ein weiterer schwerwiegender Schritt in Richtung Krieg. Deshalb muss die Zimmerwald-Konferenz 2025 ein großer Erfolg werden. Seien wir also realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Herzliche Grüße aus Gelsenkirchen. Dietmar Brehme. Dankeschön an Genosse Dietmar Bremer. Jetzt dritter Redner, Interfall als Kubati aus Jemen, Organisation für Humanitarian Development und Kontakt von COP28, Gewerkschaftlerin und Aktivistin gegen Krieg, Frauenunterdrückung und Umweltzerstörung. Und
Sie hat uns schriftlich geschickt, wird auch eine kurze Videoübertragung geben, aber erst lesen wir, was sie uns geschrieben hat. Vielleicht ganz kurz eine Ergänzung. IRTV wollte unbedingt persönlich an dieser Konferenz teilnehmen. Sie ist vom Jemen extra nach Riad gefahren, wo die deutsche Botschaft ist, die einzige der Region. Sie hat viel Geld und Zeit dafür investiert, ihre Kinder zu Hause gelassen und die deutsche Botschaft hat das Visum abgelehnt, obwohl es rechtzeitig beantragt war, mit der Begründung, es sei zu befürchten, dass sie nicht in den Jemen zurückkehrt, sondern hier bleiben will. Das ist eine dreiste Unterstellung, gegen die wir hier auch protestieren. Sie hat ihre politische Arbeit dort, sie hat ihre feministische Arbeit dort, sie hat ihre Kinder, ihre Familie dort. Natürlich wäre sie zurückgekehrt. Wir haben 2 solche abgelehnte Visa und ich finde, wir sollten als Konferenz da auch ganz klar gegen diese restriktive Politik protestieren. Hallo zusammen. Ich möchte mich zuerst mal ganz herzlich bei dem Konsultativkomitee der Einheitsfront und allen Organisatoren für die Einladung zur Teilnahme an der Konferenz Zimmerwald 2.0 bedanken. Es ist mir eine große Ehre, heute als Vertreterin Jemens unter euch zu sein und die Stimme der Arbeiter und der Umwelt in dieser Region zu vertreten, die vor außergewöhnlichen Herausforderungen steht. Als Gewerkschafterin und Umweltaktivistin bin ich davon überzeugt, dass Arbeiter- und Umweltfragen eng miteinander verbunden sind. Die Ausbeutung von Arbeitern und die Zerstörung der Umwelt sind 2 Seiten derselben Medaille. Aber unser Kampf ist nicht nur ein Kampf für Prinzipien, sondern ein täglicher Kampf gegen die Herausforderungen. Als Frau und Aktivistin wurde ich in meiner Arbeit bedroht und mit scharfer Munition beschossen. Der Weg war nicht einfach. Mein Haus wurde bombardiert und meine Kinder wurden terrorisiert. Trotz aller dieser Schwierigkeiten bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass der Schutz der Umwelt und der Menschen ein und dasselbe sind. Diese Überzeugung hat mich dazu gebracht, direkt vor Ort zu arbeiten. Wegen des Konflikts wurden die Mülldeponien unbrauchbar, was zu einer echten Umweltkatastrophe geführt hat. Unser Grundwasser ist verschmutzt und unsere Felder sind kaputt und in jedem Haus gibt es Vergiftungen und Krankheiten. Ich habe die Kriegsreste beseitigt, weil sie eine große Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Leute sind. Ich habe auch daran gearbeitet, die Universitäten wieder zu öffnen, damit die Bildung weitergehen kann, weil das wichtig für die Entwicklung und das Bewusstsein ist. Inmitten all dieser Probleme sind die Frauen im Jemen eine wichtige Kraft im Kampf gegen den Klimawandel und für den Frieden. Sie haben alle diese Probleme erlebt und kämpfen weiter, genauso wie die Männer, um die Gesellschaft aufzubauen und zu schützen. Frauen sind die wahren Friedensstifterinnen. Sie sind doppelt betroffen und tragen die Last des Krieges, sei es durch den Verlust von Angehörigen, die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen oder die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind. Deshalb ist es wichtig, dass Organisationen sich für den Schutz von Frauen einsetzen und von Frauen geführte Institutionen unterstützen, denn die Stärkung von Frauen ist die Stärkung der gesamten Gesellschaft. Deshalb freut es mich, die Vorführung des Dokumentarfilms Climate Action Under Siege anzukündigen. Dieser Film zeigt, wie Frauen das Bewusstsein für die Umwelt schärfen und Menschen vor dem Tod durch Umweltverschmutzung retten. Es ist ein lebendiges Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und der Kraft von Frauen, selbst unter den schwierigsten Bedingungen etwas zu verändern. Der Schutz der Umwelt ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein humanitäres, ein Friedens- und Menschenrechtsanliegen. Lasst uns gemeinsam die Bemühungen der Frauen im Jemen und auf der ganzen Welt für eine saubere Umwelt und eine nachhaltige Zukunft unterstützen. Vielen Dank. دورات تدريبية توعوية. هناك الكثير من يجهلون ما هو التغيير المناخي وماذا يعني. فيضانات تعز تسببت كارثة السيول، كما أنها أثرت فيضانات السيول على البنية التحتية وانفجار شبكة الصرف الصحي. إلى الآن المخلفات في الجسور، السبب أنه لا نستطيع الوصول إلى مكب النفايات الرئيسي
كون المدينة محاصرة. الكثير من العاملين في صندوق النظافة بداية الحرب نزحوا إلى خارج المدينة، فكان لابد أن أنزل إلى الميدان لمساعدة السكان وأبناء مدينتي. كان الهدف هو إنقاذ سكان مدينتي من الموت بالتلوث البيئي. دوري هو النزول الميداني وتجميع معدات النظافة وتكوين فريق عمل ميداني لانتشال هذه المخلفات. كان هناك انتشار مخيف للعصابات المسلحة في الميدان، كما أنه كان هناك أطراف متشددة دينيا تمنع نزول المرأة إلى الميدان. تعرضت إلى إطلاق الرصاص الحي لتخويفي وترويعي من أجل المكوث في المنزل، فكان نزولي للميدان شبيه بالانتحار، ولكن هناك موت بالقذائف وبالرصاص الحي. لم أستسلم كونه لا يوجد البديل. قد تساعد الجميع في عملية صنع السلام وإنشاء بيئة آمنة من الكوارث الناتجة عن التغيير المناخي. كما أنه لابد أن تثبت المرأة جدارتها في خوض التحديات، فهي موازية لأعمال الرجل وقادرة على صنع الإنجازات وقادرة على خوض هذه التحديات، وأنها لا ينتقص من شأنها الرجل. Jetzt kommt im Podium jetzt Ruben Zanov aus Spanien. In Spanisch Sozialismus und Freiheit, Sozialistische Liga, betont die Zusammenarbeit gegen Krieg und Faschismus. Robert, jetzt hast du Wort. Buenos Guten días, Morgen. compañeras, compañeros. Las Genossinnen, Genossen, conferencias de Zimmerberg y Kiental fueron die momentos Konferenz ja in históricos de Zimmerwald ruptura, und Kiental waren historische Wendepunkte, en los que Lenin trazó an denen Lenin líneas rojas rote Linien zum Reformismus, contra el reformismo, el gegen internacionalismo, den Reformismus, der Internationalismus in Worten und zum patriotischen Nationalismus zog. Por eso saludamos y agradecemos Deswegen begrüßen wir und danken wir für die Einladung zu dieser Konferenz como un aporte al intercambio als de Beitrag zum y a la Meinungsaustausch acción internacionalista. und zur internationalistischen Aktion. Hoy vemos conflictos armados Heute en todos los sehen wir continentes. bewaffnete Konflikte auf fast allen Kontinenten. Citaré solo dos de ellos. Ich werde nur zwei nennen. El pueblo palestino Das resiste palästinensische ante una Volk guerra leistet genocida. Widerstand gegen einen Völkermordkrieg. Ante una guerra genocida, de limpieza étnica, Ethnische Säuberung, hambruna deliberada y vorsätzlich colonización, gezieltes Aushungern und Kolonisierung, ejecutada por el Estado de die Israel vom Staat con el aval Israel de las potencias mit Billigung der imperialistas. imperialistischen Mächte durchgeführt werden. Apoyamos la resistencia, Wir unterstützen den llamamos Widerstand, a rufen la zur unidad, la Einheit movilización in der Mobilisierung auf und fordern y exigimos la ruptura total de los gobiernos con vollständiger Israel Bruch der Regierung mit Israel y el desbloqueo und inmediato de la sofortige ayuda Freigabe humanitaria. der humanitären Hilfe. Y decimos Und wir sagen ganz klar, con claridad, la única paz justa der einzige vendrá gerechte Frieden con la derrota del wird mit der Estado Niederlage sionista des zionistischen Staates y con una Palestina und einem única, einheitlichen, laica, säkularen, democrática, demokratischen, no racista nicht y rassistischen socialista, und sozialistischen lo cual solo Palästina será posible kommen. con la Und revolución das wird nur mit der socialista en todo sozialistischen Medio Oriente. Revolution im gesamten Nahen Osten möglich sein. En Ucrania, el carácter In de der la guerra es Ukraine dual. hat der Krieg einen doppelten Charakter. Por un lado está el derecho a Auf defender der la einen Seite soberanía steht das Recht, die frente a la Souveränität gegen die invasión del Invasion imperialismo des ruso. russischen Imperialismus zu verteidigen. Por otro lado está la disputa interimperialista entre Auf der Estados anderen Seite Unidos steht y der Rusia. zwischenimperialistische Streit zwischen den USA und Russland.
nuestros camaradas en Ucrania defienden su país de la Unsere invasión y al Genossen in der mismo Ukraine tiempo verteidigen ihr Land gegen die Invasion. Und gleichzeitig denuncian a la OTAN y al prangern sie die imperialismo NATO und den occidental, westlichen Imperialismus an rechazan los pactos a espaldas und del lehnen pueblo Abkommen hinter dem Rücken des Volkes ab. y lo hacen desde una posición de Sie machen das independencia von einer política Position der politischen Unabhängigkeit frente al gobierno neoliberal y gegenüber der proimperialista de neoliberalen Zelensky. und proimperialistischen Zelensky-Regierung. Estos conflictos no Diese configuran la Konflikte, Tercera Guerra Mundial. die bilden nicht den Dritten Weltkrieg. Son guerras locales Es o sind lokale oder regionales regionale Kriege, en la que in actúan denen sehr intereses wohl imperialistas globale globales. imperialistische Interessen eine Rolle spielen. Por este motivo, los tambores de guerra suenan cada Aus vez diesem más Grund fuertes. werden die Kriegstrommeln immer lauter. Y hay tres razones Und para es gibt ello. 3 Gründe dafür. La primera, el mandato de Trump, Erstens, un imperialista die brutal Trump-Regierung, eine Regierung eines brutalen Imperialisten, der strukturelle cambios Veränderungen estructurales durchsetzen para will, reordenar el mundo a favor de Estados um Unidos, die Welt zugunsten der USA zu ordnen, pero que está generando más desorden mundial. aber der damit nur noch mehr weltweite Unordnung schafft. La segunda es la profundización de la Zweitens, disputa por la die hegemonía Vertiefung des mundial. Streits um die Weltherrschaft. Estados Unidos sigue siendo Die el USA imperialismo más fuerte, sind nach wie vor die stärkste Macht, pero ha perdido peso a stärkste partir de la imperialistische caída de Macht. sus socios Sie haben aber nach estalinistas dem como aparato Niedergang ihres mundial. stalinistischen Partners als weltweiter Apparat an Gewicht verloren. China avanza como nuevo imperialismo y Rusia China también rückt als wichtigster neuer Imperialismus vor. aunque a otro nivel. Und auch Russland streitet, wenn auch auf einer anderen Ebene. La Drittens, tercera es la continuidad de la die crisis capitalista Fortsetzung der iniciada en el 2008 2008, begonnenen kapitalistischen Krise, que alimenta la competencia die die feroz erbitterte por Konkurrenz mercados, um Märkte, recursos y Ressourcen zonas de und influencia. Einflussbereiche anheizt. Entonces, por ahora, las potencias no Also, buscan provocar una vorerst guerra wollen die mundial Großmächte keinen Weltkrieg y saben provozieren. que el arsenal Und sie nuclear wissen, puede dass das destruir el planeta Atomwaffenarsenal den Planeten zerstören kann y que no gane nadie. und dass niemand gewinnen würde. Pero igualmente se preparan, Aber se gleichzeitig realzan y bereiten sie multiplican sich el gasto ebenfalls vor. militar. Sie rüsten auf und vervielfachen ihre Militärausgaben. Y si la crisis y los conflictos se Wenn agravan, sich die Krise und die Konflikte podría verschärfen, estallar una nueva könnte guerra global, ein neuer weltweiter Krieg ausbrechen. porque los imperialistas Denn die resuelven los Imperialisten grandes lösen ihre großen Konflikte con destrucción masiva mit der de massiven fuerzas Zerstörung der productivas y Produktivkräfte matanzas de la clase und trabajadora. mit dem Mord an der Arbeiterklasse. Nuestra política inmediata es la unidad de acción Unsere contra el unmittelbare rearme. Politik ist die Aktionseinheit gegen die Aufrüstung Y para que los recursos se destinen und a las dafür, dass die necesidades Ressourcen sociales für soziale y no a las Bedürfnisse bélicas. und nicht für Kriegszwecke Y si verwendet werden. se desata Und una wenn guerra ein de Krieg zwischen den potencias, Mächten ausbricht, como nos enseñó Lenin, nuestra respuesta debe ser dann el hat uns Lenin defetismo gelehrt, unsere revolucionario Antwort muss dann y sein, der convertir la revolutionäre guerra Defätismus imperialista en und den revolución imperialistischen socialista. Krieg in eine sozialistische Revolution Y verwandeln. allí no tomamos partido por Wir ninguno ergreifen de los keine bandos Partei für keine der imperialistas. imperialistischen Ni Seiten. Estados Unidos, ni China, Weder ni die Rusia USA noch son China progresivos. oder Russland sind fortschrittlich. Y por último, hace falta Zuletzt. una salida política que para nosotros no es el Es Frente braucht Popular. einen politischen Ausweg, der Necesitamos el unserer Meinung Frente nach nicht die Único Obrero Volksfront en la ist. Wir movilización y brauchen eine construir Einheitsfront der Arbeiter in der organizaciones Mobilisierung socialistas und den revolucionarias. Aufbau El revolutionärer sozialistischer reagrupamiento de los Organisationen. revolucionarios Die es la tarea Neuformierung der que Revolutionäre asumimos desde la ist die Liga Aufgabe, Internacional die wir uns in der Socialista Internationalen con un Sozialistischen manifiesto y Liga programa stellen. que tenemos para Mit que einem gobiernen los Entwurf für ein trabajadores y el Manifest und einem pueblo y avanzar en Grundsatzprogramm, la das wir revolución haben, damit die socialista. Arbeiter und das Volk regieren und Priorizamos vorangehen los zur acuerdos sozialistischen políticos Revolution. sin Wir esconder geben las politischen diferencias, Vereinbarungen que Vorrang, ohne die debatimos Differenzen zu pacientemente, verbergen, die wir democráticamente, geduldig und demokratisch con el mit der método del Methode des centralismo demokratischen democrático para Zentralismus construir una nueva diskutieren. tradición revolucionaria en común, respetando los distintos Mit dem orígenes Ziel, gemeinsam políticos. eine neue revolutionäre Tradition aufzubauen, die die Hace unterschiedliche falta una politische nueva Herkunft internacional respektiert. a la Es altura bedarf de la einer neuen disyuntiva histórica que Internationale, sigue die der siendo historischen Alternative gewachsen socialismo ist. o barbarie. Sozialismus oder Barbarei. Muchas gracias. Vielen Dank. Dankeschön, Ruben. Jetzt nächste Rednerin Gabi Fechner aus Deutschland, Parteivorsitzende der MLPD, erste Arbeiterin an der Spitze in einer revolutionären Arbeiterpartei in Deutschland. Gabi, du hast Wort.
Welche Position bringen wir von der MLPD ein? Erstens, wir unterscheiden zwischen gerechten und ungerechten Kriegen. Imperialistische Kriege sind grundsätzlich ungerecht. In der heutigen offenen Weltkrise, einer beschleunigten Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems, gingen die Imperialisten zu einer offen aggressiven Militär- und Außenpolitik über und sie bereiten einen atomaren Weltkrieg vor. Hier habe ich also eine Differenz zu meinem Vorredner. Zweitens, wir stellen uns gegen alle Imperialisten. Die USA sind der weltweite Hauptkriegstreiber. Neue imperialistische Länder dringen immer aggressiver vor. Strategisch konzentrieren sich die USA auf den Hauptkonkurrenten China. Im Kampf Alter mit neuimperialistischen Ländern werden ganze Regionen neu geordnet. Brandherde sind der Ukraine-Krieg, in dem die imperialistischen Lager NATO, EU und Russland in offenen Krieg gegeneinander zu geraten drohen. Die Weltkriegsgefahr wurde hier akut. Ein zweiter Brandherd ist der Nahe und Mittlere Osten. Israel verfolgt mit Rückendeckung der USA und des deutschen Imperialismus ein imperialistisches Groß-Israel. Für den brutalen Völkermord in Gaza nutzte es demagogisch den Angriff der faschistisch-islamistischen Hamas, die von Iran, Katar und der Türkei unterstützt wird. Drittens, die materielle Basis ist die Weltwirtschafts- und Finanzkrise und die Krise der Neuorganisation der internationalen Produktion. Während die Imperialisten Jahrzehnte auf ökonomische Durchdringung als Hauptseite setzten, nahm der Konkurrenzkampf jetzt den Charakter einer Vernichtungsschlacht an. Viertens, der imperialistische muss in einen Bürgerkrieg umgewandelt werden. Nur die proletarische Revolution, der Sozialismus, kann imperialistische Kriege in ihrer Wurzel ausrotten. Die Oktoberrevolution beendete den Weltkrieg 1917 in Russland, die Novemberrevolution in Deutschland, die Alliierten unter Führung der sozialistischen Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg und besiegten Hitler-Deutschland. Fünftens, wir stehen für den revolutionären Defätismus. Die Arbeiterklasse und breiten Massen müssen in ihren Ländern für die Niederlage ihrer imperialistischen Regierung und deren Monopole eintreten. Die Arbeiter müssen letztlich die Waffen gegen die Imperialisten ihres Landes richten. Für uns bleibt der deutsche Imperialismus der Hauptfeind. Er stellt einen chauvinistischen Vormachtsanspruch im Rahmen des EU-Imperialismus. Die Umstellung auf Kriegswirtschaft hat bereits voll begonnen. Straßen und Brücken werden für Panzer tauglich gemacht, Bunker und unterirdische Krankenhäuser gebaut, Kriegslasten auf die Arbeiter abgeladen. Sechstens, Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter. Sozialchauvinismus hat heute Hochkonjunktur. Jeder stellt sich als fortschrittlich oder gar imperialistisch dar, aber ein Imperialist verändert nicht seinen Klassencharakter, nur weil er gegen einen anderen Imperialisten kämpft. Wir fördern die internationale Arbeitereinheit wie in internationalen Konferenzen der Bergarbeiter, Autoarbeiter, Hafenarbeiter und gegenseitigen Solidaritätsbesuchen. Die Arbeiterpartei MLPD hat dafür an 107 der 500 größten Betriebe in Deutschland organisierte Betriebsgruppen und arbeitet an weiteren Betrieben. Viele sind Organisatoren, auch politischer Kämpfe der Arbeiter gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung, entgegen dem die Arbeiter auf ökonomische Kämpfe reduzieren zu wollen. Siebtens, die Perspektive sind die Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt. Wir brauchen heute echten Sozialismus, der Lehren zieht aus dem revisionistischen Verrat am Sozialismus, ausgehend vom 20. Parteitag der KPDSU in der Sowjetunion. Das Fertigwerden mit dem modernen Antikommunismus wurde sogar zu einer zentralen Frage im Kampf um die Denkweise der Massen. Die MLPD arbeitet umfassend daran, Lehren für den Sozialismus auf Grundlage der proletarischen Denkweise zu ziehen. Achtens, die Strategie und Taktik muss heute erweitert werden, solange die Phase anhält, dass alle Imperialisten einen Weltkrieg vorbereiten und als Herrschaftsform nach innen dafür auf Faschismus setzen. Der Kampf dagegen wird Teil des strategischen Etappenziels. Wir brauchen eine antifaschistische Front, daran gilt es weltweit und in unseren Ländern zu arbeiten. Und dabei auch den Kampf gegen Faschismus, Krieg und globale Umweltkatastrophe zu vereinigen. Neuntens, besondere Bedeutung gewinnt der Kampf um die Denkweise wie gegen den modernen Faschismus. Denn heute wird nicht offen aufgerufen, das Vaterland zu verteidigen, sondern zum Beispiel geheuchelt, man müsse aufrüsten, um einen Krieg zu verhindern. So wurde in Deutschland sogar erreicht, dass 76%
zumindest nach offiziellen Umfragen, der Erhöhung der sogenannten Verteidigungsausgaben zustimmt. Es gilt also, unsere Arbeit auch auf eine massenhafte Bewusstseinsbildung auszurichten. 10. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, die revolutionären und marxistisch-leninistischen Parteien zu stärken. Hier stehe ich natürlich im Widerspruch zu Peter Nowak. Ihre Koordinierung und Revolutionierung sowie Koordinierung, Kooperation und auch die Revolutionierung der Kämpfe auszubauen. Es bleibt mir ein Rätsel, wie wir einen so hochorganisierten Gegner wie den Imperialismus unorganisiert bekämpfen sollen. Das können wir ja heute mal diskutieren. Nur solche Parteien können die Arbeiterklasse auch wirklich zusammenschließen und die sich an die Spitze der weltweiten Kämpfe stellen muss und letztlich das imperialistische Weltsystem stürzen muss. Vorwärts mit dem weltweit koordinierten Kampf gegen einen neuen Weltkrieg, vorwärts zu einer breiten antifaschistischen Front, vorwärts zu den Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt. Jetzt eine Videoübertragung von Europakoordinierung der ICOR, Lenins Schrift Sozialismus und Krieg. Beitrag der Europakoordinierung der ICOR in Block 1. Lenins Schrift Sozialismus und Krieg hochaktuell. Lenins Schrift Sozialismus und Krieg wurde von ihm im zweiten Jahr des Ersten Weltkriegs im Juli-August 1915 geschrieben. Im Herbst 1915 zum ersten Mal in Genf im Verlag Sozialdemokrat veröffentlicht. Seine Ausführungen haben gerade in der heutigen Zeit eine gesteigerte Gefahr eines dritten Weltkriegs mit zahlreichen imperialistischen Kriegen in der Ukraine, Gaza, Sudan, Kongo, Jemen und so weiter größte Bedeutung. Die militärische Hochrüstung haben einen neuen Rekordwert von 2.718 Billionen US-Dollar erreicht. Der US-Imperialismus führt mit großem Abstand die Militärausgaben an, gefolgt von den imperialistischen Ländern China, Russland und Deutschland. Weltweit haben rund 100 Staaten im vergangenen Jahr ihre Verteidigungsausgaben gesteigert. In der großen Sorge der Arbeiter- und Volksmassen, einem wachsenden Friedenswillen und Ablehnung der Kriegswirtschaft der Zeit, ist die Schrift Lenins eine feste Orientierung für den proletarischen Internationalismus und die Stellung der Sozialisten zum Krieg und beginnt in den ersten Zeilen mit der klaren Erkenntnis, Zitat, der Unmöglichkeit, die Kriege abzuschaffen oder die Klasse abzuschaffen und den Sozialismus aufzubauen. Zitat Ende. Schon der Titel seiner Schrift zeigt, dass Kriege nur abzuschaffen sind durch den Weg der sozialistischen Revolution. Hier haben die Revolutionäre, Sozialisten und Marxisten-Leninisten eine wichtige Überzeugungsarbeit zu leisten. Lenin legt diese Stellung der Marxisten und Sozialisten in unversöhnlichen Kampf gegen eine Entwicklung vieler sozialdemokratischer Parteien mit Beginn und Verlauf des Ersten Weltkriegs hin zum Sozialchauvinismus dar. Sie gipfelte in der Unterstützung der jeweils eigenen kriegsführenden Regierung. Aber er wendet sich auch gegen alle kleinbürgerlich-pazifistische Vorstellungen. Während er scharf jeden barbarisch-kapitalistischen und imperialistisch geführten Krieg verurteilt, schreibt er, dass die Sozialisten, Zitat, Berechtigung, Fortschrittlichkeit und Notwendigkeit von Bürgerkriegen voll und ganz anerkennen, das heißt, von Kriegen der unterdrückten Klasse gegen die unterdrückende Klasse, der Sklaven gegen die Sklavenhalter, der leibeigenen Bauern gegen die Gutsbesitzer, der Lohnarbeiter gegen die Bourgeoisie. Zitat Ende. Die Unterscheidung zwischen gerechten und ungerechten Kriegen, zwischen Kriegen zur Ablösung der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung und denen zu ihrer Aufrechterhaltung. Das erfordert die Notwendigkeit der konkreten Analyse der konkreten Situation mit der dialektisch-materialistischen Methode. Lenin wendet dies sehr anschaulich auf die Rolle des zaristischen Russlands und die Aufgabe der russischen Revolutionäre an. Zitat: Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen, nämlich gewaltsamen Mitteln. Zitat Ende. Dieser Ausspruch von Clausewitz ist nach Karl Marx und Friedrich Engels die einzig richtige Leitlinie zur Beurteilung eines Krieges. Ein besonderes Anliegen ist Lenin die Kritik am Sozialchauvinismus. Er schreibt, Zitat, Sozialchauvinismus ist das Eintreten für die Idee der Vaterlandsverteidigung in diesem Kriege. Aus dieser Idee ergibt sich weiter der Verzicht auf den Klassenkampf während des Krieges, die Bewilligung der Kriegskredite und so weiter. Zitat Ende.
Und er ruft in Erinnerung, dass 1912 Sozialisten aller Länder sich dazu erklärt und verpflichtet hatten, Zitat, dass sie den kommenden Europäischen Krieg als das verbrecherische und erzreaktionäre Werk sämtlicher Regierungen ansehen, das den Zusammenbruch des Kapitalismus beschleunigen müssen, da es unweigerlich die Revolution gegen ihn auf den Plan rufe. Zitat Ende. Was dann folgte, war die Kapitulation der Mehrheit der sozialdemokratischen Parteien. Sie schlugen sich auf die Seite der eigenen Regierung und der eigenen Bourgeoisie. Dieser Verrat am Sozialismus bedeutet den Zusammenbruch der Zweiten Internationale. Auch heute gibt es insbesondere aus der Reihe einiger revisionistischer Parteien die Rechtfertigung von Kriegsvorbereitungen und Kriegen, so wenn der Aggressionskrieg Russland gegen die Ukraine gerechtfertigt wird, aber auch wenn die Ukraine und ihre imperialistischen Verbündeten der NATO, des EU-Imperialismus gerechtfertigt wird. Demagogisch wird dabei sowohl Russland als auch der Ukraine für ihre Kriegsführung antifaschistische Motive angedichtet. Lenin nennt sowohl die ökonomische Grundlage als auch den ideologisch-politischen Gehalt des Opportunismus und Sozialchauvinismus. Ökonomisch ist es das Streben nach Teilhabe an den Profiten. Ideologisch-politisch ist es der Drang nach Zusammenarbeit der Klassen statt Klassenkampf, Verzicht auf revolutionäre Kampfmittel, Unterstützung der eigenen Regierung in einer für sie schwierigen Lage, statt Ausnutzung dieser Schwierigkeiten für die Revolution. In dem Abschnitt Die Losung der Marxisten ist die Losung der revolutionären Sozialdemokratie findet Lenin klare Worte für die Revolutionäre, Sozialisten und Kommunisten, auch und vielleicht gerade in der heutigen Zeit. Zitat: Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg und jeder konsequente Klassenkampf während des Krieges, jede ernsthaft durchgeführte Taktik von Massenaktionen muss unvermeidlich dazu führen. Man kann nicht wissen, ob eine starke revolutionäre Bewegung in Zusammenhang mit dem Ersten oder mit dem Zweiten imperialistischen Krieg der Großmächte, ob sie während des Kriegs oder nach dem Kriege aufflammen wird. Jedenfalls aber ist es unsere unbedingte Pflicht, systematisch und unentwegt in eben diese Richtung zu wirken. Zitat Ende. Nur so war es möglich, dass die Oktoberrevolution die erfolgreiche Antwort zur Beendigung des Ersten Weltkriegs war. Dass in Deutschland und anderen Ländern Arbeiter, Bauern, Matrosen, die Kriegstreiber 1970, 1918 aus ihren Palästen verjagten, Monarchien stürzten und eine Reihe demokratischer Rechte und Freiheiten erkämpften. In dem Abschnitt über den Pazifismus und die Friedenslosung fordert Lenin die unbedingte, geduldige und überzeugende Arbeit unter den Massen, den Arbeitern, ihren Gewerkschaften, unter den Jugend. Und dass wir ein feines Gespür entwickeln müssen. Zitat: Friedensfreundliche Stimmung in den Massen ist häufig der Ausdruck dafür, dass Protest und Empörung aufkommen und dass der reaktionäre Charakter des Krieges erkannt wird. Diese Stimmung auszunutzen, ist Pflicht aller Sozialdemokraten. Sie werden sich an jeder Bewegung und an jeder Demonstration, die auf diesem Boden erwächst, als leidenschaftliche Schichte beteiligen, aber sie werden das Volk nicht betrügen, indem sie den Gedanken zulassen, dass ohne eine revolutionäre Bewegung ein Friede ohne Annexionen, ohne Unterjochung von Nationen, ohne Raub, ohne den Keim neuer Kriege zwischen den jetzigen Regierungen und herrschenden Klassen möglich sei. Zitat Ende. Wir sehen hierin eine wichtige Herausforderung an unserer Zimmerwald-Nachfolgekonferenz. Impuls zu geben für eine wachsende anti-imperialistische wie antifaschistische Friedensbewegung, weltumspannend. Ganz im Sinne der abschließenden Worte von Kapital 1, ein Volk, das andere unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren. Ein Proletariat, das auch nur mit dem kleinsten Gewaltakt seiner Nation gegen andere Nationen abfindet, kann nicht sozialistisch sein. Hoch die internationale Solidarität. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Genosse Jachon ist selber Hafenarbeiter und Koordinator der ICOR Europa. Ich danke dir, Jachon, aus Niederlande. Ja. Jetzt offene Mikrofon fängt an, also bis 12:30 Uhr haben wir Zeit, und unsere Meinung zu äußern. Wir haben zwei Mikrofone, einmal hier vorne
Und das ist offen, auch wird von Kamera gespeichert. Und zweite Mikrofon oben rechts, diejenigen, die nicht von Kamera gesehen werden, können dort zum Mikrofon gehen und dann wie diejenigen, die sich gemeldet, jetzt Gary Wolfer aus Deutschland und Metallarbeiter. Du hast das Wort. Ja, mein Name ist Gernot Wolfer, Metallarbeiter aus Deutschland. Peter Nowak hat die Bewegung Rheinmetall entwaffnen erwähnt in Deutschland. Es ist erstmal sehr gut, dass so offensichtliche Rüstungsbetriebe wie Rheinmetall in aller Öffentlichkeit gebrandmarkt werden und angegriffen werden. Vor allem Jugendliche sind da aktiv, junge Leute. Aber es ist meiner Meinung nach auch ein Problem damit verbunden. Es könnte der falsche Eindruck entstehen, dass es nur um reine Rüstungsbetriebe geht. Das ist in zweierlei Hinsicht nicht richtig oder wäre nicht richtig. Es verkennt einmal, dass die gesamte Wirtschaft des Kapitalismus schon längst aufs Engste verknüpft ist. Alle Monopole sind in der Rüstungsindustrie tätig. Das ist ja ein Wesensmerkmal des ganzen staatsmonopolistischen Kapitalismus. Siemens zum Beispiel, die weisen in ihrem Geschäftsbericht gar keine Rüstung aus, weil sie alles unter 50% gedrückt haben, aber die sind führend bei der Elektronikausrüstung, zum Beispiel von den ganzen Waffensystemen, vor allem auch die Kriegsschiffe, die zum Beispiel in alle Welt verkauft werden. Also das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, verkennt auch, dass die gesamte Wirtschaft jetzt auf Kriegsproduktion, auf Kriegsvorbereitung umgestellt wird. Nicht nur die Rüstungsbetriebe, also auch die Infrastruktur, ne, das Gesundheitswesen. Es betrifft komplett die gesamte Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft. Und wir müssen diese Gesamtheit auch aufdecken und angreifen, damit das Bewusstsein entstehen kann, dass es wirklich ein Systemproblem ist, dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss, problem of the system and that the system has to be abolished. Dankeschön. First of all, I want to give greetings from the United States. My name is Steve Zeltzer and I'm Ich möchte euch grüßen aus den Vereinigten Staaten. Mein Name ist Sisa Salzer. and I'm with the United Front Committee for a Labor Ich Party. bin dem United Front Committee. And I want to thank the organizers Ich möchte den Organisierenden hier danken, for taking this important initiative to da sie organize diese Initiative aufgegriffen haben, on the tradition of Zimmerwald and the in der lessons. Tradition der Zimmerwald-Konferenz und ihren Lehren, das hier zu organisieren. Because today we face Weil similarly the heute- threat of another world war. Sind wir wieder den Gefahren eines Dritten Weltkrieges ausgesetzt. And the central question Und die zentrale Frage is, what is the working class in the world going to do to Ist- stop the war? Was wird die Arbeiterklasse tun, um diesen Krieg aufzuhalten? We have to, in the United States and internationally, organize In in our, den Vereinigten Staaten und international müssen wir organisieren, to build the United Front against fascism. um eine Einheitsfront gegen den Faschismus aufzubauen. And to organize support for a general strike of the working class in every country of the world against this war. Und um die Unterstützung eines Generalstreiks in allen unseren Ländern gegen diesen Krieg aufzubauen. We believe that we have a fascist government in the United States. Wir glauben, dass wir eine faschistische Regierung in den Vereinigten Staaten haben. We just learned yesterday that Trump, the fascist government, has brought in Palantir and the techno-fascists into the military. Wir haben erst gestern erfahren, dass Trump Palantir und die Technofaschisten-Industrie mit eingebracht hat in die Regierung. This is what Hitler did. He brought in the corporations directly into the government. Das ist genau das, was Hitler gemacht hat. Er hat die großen Unternehmen direkt in die Regierung mit einbezogen. The military occupation of DC, Washington, DC, and the threatened occupation of Chicago is an attack on the entire working class.
Die militärische Besatzung von Washington DC und die Gefahr gegenüber Chicago ist eine direkte Bedrohung der Arbeiterklasse. We have to organize a united front against military occupations. Wir müssen eine Einheitsfront aufbauen gegen diese militärische Besatzung. The main political obstacle to mobilizing the working class in the United States is the trade union bureaucracy. Das Haupthindernis, um die Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten zu organisieren, ist die Gewerkschaftsbürokratie. The AFL-CIO leadership support Zionism, support imperialism, and support capitalism. Die Führung der Gewerkschaften unterstützt den Zionismus und den Kapitalismus. They prevent workers from even opposing the genocide in Gaza. Sie halten die Arbeitenden davon ab, sich gegen den Genozid in Gaza zu stellen. We in the United States need to link up the workers of the United States with the workers of Gaza, of Palestine, and the workers in every country of the world, and including those at this conference. Wir in den USA müssen die Arbeiter verbinden mit den Arbeitern in Gaza, mit den Arbeitern auf der ganzen Welt, mit den Menschen hier auf dieser Konferenz. I would say, though, that we have help because one of the ways that Trump has acted and Musk is to attack the entire working class. Ich kann ihn nicht mehr hören, es tut mir leid. So that means it's possible to unite the entire working class against this government, this fascist government. Es ist möglich, die gesamte Arbeiterschaft gegen die Regierung zusammenzubringen, gegen diese faschistische Regierung. Last point. Der letzte Punkt. We need a workers' party. Wir brauchen eine Arbeiterpartei. There's a political vacuum, and that is one of the reasons Trump was elected. There is no working class party in the United Es States. gibt ein politisches Vakuum und das ist einer der Gründe, warum Trump gewählt werden konnte. Es gibt diese Arbeiterpartei nicht in den USA. Jetzt Genossin Stefanie. Ja, Nächste ist im Chat Aufruf für eine neue Welt. ja, hallo. Ich heiße Stefanie, ich komme aus Düsseldorf und ich bin sehr froh, dass ich hier bin und diese Konferenz miterleben kann, wo wir uns streiten und auch einig sind darüber, was wir machen müssen und wie es weitergeht. Ich lerne sehr viel und erstmal vielen Dank an alle, die diese Impulsbeiträge vorbereitet haben. Ich möchte gerne dem Genossen Ruben antworten in einer Frage. Ich bin einverstanden, dass sich der Streit um die Weltherrschaft vertieft. Du hast davon gesprochen, dass es einen dominierenden Widerspruch gibt jetzt von der USA als stärkster imperialistischer Supermacht und China, was auf dem Weg zu einer imperialistischen Supermacht ist, meiner Einschätzung nach. Und das hat den Widerspruch zwischen USA und Russland abgelöst, die ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem miteinander um diese Weltmachtstellung gestritten haben. Aber ich bin nicht einverstanden mit dem Begriff stalinistischer Partner. Den hast du wahrscheinlich auf Russland bezogen. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass es vier Entwicklungsstufen gibt, wie man Russland einschätzen kann. Also zum ersten natürlich das zaristische Russland, dann die sozialistische Sowjetunion unter Lenin und Stalin und dann die Sowjetunion, die das System der Restauration des Kapitalismus dann umgesetzt hat und schließlich heute ein faschistoides System, wie ich es einschätzen würde, unter Putin. Stalinistisch ist ja ein Kampfbegriff des Antikommunismus und den sollten wir nicht verwenden, sondern klar haben, wer unser Feind ist und wie wir die Staaten einzuschätzen haben. Denn im Zweiten Weltkrieg hat Stalin sehr darauf gedrängt, dass es auch eine zweite Front gibt, ausgehend von den USA in Westeuropa. Und es war auch richtig so. Und trotzdem hat die Sowjetunion die meisten Einsatz gebracht
Und nach dem Kriegsende haben die Westmächte dann ihre Strategie verändert und aggressiv sind sie gegen die Sowjetunion vorgegangen und das hat sich dann auch entwickelt zu einer imperialistischen Macht. Aber die Verbrechen von da bis zur imperialistischer Besetzung von Afghanistan, die kann man nicht Stalin zugutehalten oder so, sondern das muss man auch nennen, waren Khrushchev und Brezhnev und die Revisionisten. Dankeschön, Stefanie. Jetzt im Chat auch eine Vertreterin Aufruf für eine neue Welt. Im Namen der Zeitschrift Aufruf für eine neue Welt grüße ich die Zimmerwalde-Konferenz 2.0 und ihre Teilnehmer. Vor 100 Jahren wurde auf Initiative Lenins und mit den Bemühungen der bolschewistischen Partei die Zimmerwalde-Konferenz einberufen. Die Konferenz war der erste Schritt der internationalen Bewegung gegen den imperialistischen Krieg und nützlich insofern, als sie Elemente herausbildete, die die dritte Internationale schaffen sollten. 100 Jahre später gibt es trotz gewaltiger Entwicklungen im Wesen des Imperialismus keine qualitative Veränderung. Auch heute verschärfen sich veränderten Kräfteverhältnisse in der imperialistischen Welt, die Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten und erzwingen eine neue Aufteilung der Welt unter den imperialistischen Mächten. Überall auf der Welt befinden sich die imperialistischen Großmächte wie auch andere imperialistische und reaktionäre Kräfte in einem erbitterten Wettstreit, um sich im Zuge dieser Neuaufteilung den größten Anteil zu sichern. Die andauernden Kriege in verschiedenen Regionen, die Stellvertreterkriege, der Aufstieg der Reaktion und des Faschismus sind Bestandteile dieses Verteilungskampfes. Die Entwicklung des Faschismus in der Welt, das Schüren von Rassismus selbst in den demokratischsten bürgerlichen Staaten, die Förderung des Militarismus und so weiter sind ebenfalls Teil der Kriegsvorbereitungen. Alle imperialistischen Mächte bereiten sich auf den unvermeidlichen Dritten Weltkrieg vor. In der verflochtenen Weltwirtschaft zeichnen sich immer deutlicher zwei getrennte Zentren, zwei getrennte imperialistische Blöcke ab. Auf der einen Seite der westliche imperialistische Block unter Führung der USA, auf der anderen Seite der imperialistische Block unter Führung von China und Russland. Der Kampf um Neuaufteilung der Welt verläuft noch nicht in Form eines neuen imperialistischen Weltkrieges, in dem die großen imperialistischen Mächte in bestimmten Koalitionen direkt gegeneinander Kriege führen. Der wichtigste Grund dafür ist, dass China als aufsteigende Großmacht noch nicht in der Lage ist, einen direkten militärischen Krieg mit den USA, die weiterhin die größte imperialistische Macht darstellen, zu riskieren. Dass es militärisch noch nicht stark genug ist, um in eine direkte Konfrontation mit den USA einzutreten. Das ist für den ersten Teil. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Genossen. Jetzt haben wir Kollege Andreas von Sagt Nein. Erstmal danke den Impulsrednerinnen von vorhin. Mit vielem, was ihr gesagt habt, kann ich persönlich und können wir von Sagt Nein übereinstimmen. An 3 Stellen melde ich Widerspruch an. Das wird nachher in meinem Referat auch noch deutlicher werden, denke ich. Aber es ist wichtig, schon jetzt für die Diskussion. Erstens, es ist mehrfach gesagt worden, die gegenwärtige historische Situation sei noch nicht der dritte imperialistische Weltverteilungskrieg. Das sehen wir deutlich anders. Das, was wir aktuell erleben, ist bereits der dritte Weltkrieg, genauso wenig wie der erste Weltkrieg erst im August 1914 anfing, sondern schon deutlich 8 Jahre vorher. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ist es eine Verkennung der Tatsachen, nach wie vor zu denken, das, was wir hier weltweit tagtäglich an Kriegen erleben, wären nur, wie eine Genossin oder ein Genosse das nannte, Vorgeplänkel. An der Stelle, denke ich, sollten wir unsere Positionen miteinander reiben und schärfen. Daran direkt ausgehend, wir halten es für vollkommen überholt zu fordern, Sozialismus oder Barbarei. Was wir tagtäglich erleben an Hungerkatastrophe, Flüchtlingskatastrophe, Gemetzel auf dieser Welt und planetarem vor die Hunde gehen, ist bereits die Barbarei. Das ist die maximal erreichbare Barbarei, die sich nur noch final zuspitzen kann.
Dritter Punkt. Wir sind der Meinung, dass die Orientierung auf eine Antikriegs- und Antifaschismuspolitik viel zu kurz geht. Denn es gibt keinen kapitalistischen Frieden. Faschismus ist eine Form bürgerlicher Herrschaft, zu der seitens der Kapitalisten innerhalb der sich verschärfenden Krise gegriffen wird. Zu denken, wir könnten den Faschismus bekämpfen und damit den imperialistischen Krieg zu beseitigen, ist viel, viel zu kurz. Und deswegen muss die Orientierung eine klare, systemüberwindende sein. Und Faschismus bedeutet nicht Systemüberwindung, sondern Kampf gegen Faschismus ist lediglich der Kampf gegen eine Form bürgerlicher Herrschaft. Das reicht längst nicht mehr aus. So, liebe Freunde, liebe Freundinnen, wir haben nicht so viele Anmeldungen, wir haben bis 12:30 Uhr noch Zeit, deswegen wir gehen auf 3 Minuten Redezeit. Ist jemand dagegen? Ist jemand dagegen? Glaube ich, nein. Und dann auch die Genossinnen und Genossen, die geredet haben, können noch einmal Wort anmelden, können noch einmal reden. Alle, die hier sind, die nun auch diejenigen, die geredet haben, können wieder Wortmeldung nehmen. Jetzt kommt Joachim von Tschad. Kommt jetzt Joachim. Joachim, hörst du uns? Hast du Wort? Guten Morgen, mein Name ist Joachim, ich lebe in Hamburg. Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ein Genosse von der Notwendigkeit einer neuen Internationalen gesprochen hat. Ich sehe das auch so. Allerdings setzt das meiner Meinung nach 2 Prozesse voraus. Erstens eine Aufarbeitung der Errungenschaften der früheren Internationalen. Sie hat teilweise Großes geleistet, aber man darf auch nicht schwerwiegende Fehler übergehen. So hat sie zentralistisch auch falsche Einschätzungen über die Lage in zahlreichen Ländern verbreitet und damit eine Strategie und Taktik falsch ausgerichtet. Wir finden das für Deutschland insbesondere sehr wichtig, weil hier die Sozialfaschismus-Theorie verheerend zur Spaltung der Arbeiterbewegung beigetragen hat. Ein zweiter Punkt ist, eine kommunistische Internationale mit einem demokratisch-zentralistischen Organisationsprinzip muss durch eine vereinheitlichte ideologisch-politische Grundlage und ein tiefes Vertrauensverhältnis untereinander geprägt sein. Das kann nur aus einer jahrelangen Zusammenarbeit im Klassenkampf und auch einer gründlichen ideologisch-politischen Vereinheitlichung entstehen. Man kann die Internationale nicht willkürlich ausrufen. Eine solche Internationale wird nur zur Verwirrung führen oder auch zu einem kleinbürgerlichen Führungsanspruch. Die ICOR, das ist die internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen, hat daraus die Schlussfolgerung eines Zusammenschlusses auf einem ideologisch-politischen Minimalkonsens gezogen. Was gehört da dazu? Da gehört dazu die notwendige revolutionäre Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse mit dem Ziel einer sozialistischen Gesellschaft. Die Notwendigkeit der Errichtung der Diktatur des Proletariats im Übergang zum Kommunismus und einen klaren Trennstrich zu ziehen gegen den Revisionismus, Trotzkismus, Anarchismus und zu jeder Form vom Antikommunismus. Der Schwerpunkt der ICOR liegt auf der praktischen Kooperation und Koordinierung an den vielfältigen Fragen im Klassenkampf und dort, wo wir uns einig sind. In diesem Prozess der praktischen Zusammenarbeit werden und können schrittweise die ideologisch-politisch noch bestehenden Differenzen diskutiert und geklärt werden. Jeder entscheidet selbst, an welchen der beschlossenen Projekte er sich beteiligt. Allerdings muss er das dann auch verlässlich einlösen. Die proletarische Streitkultur ist ein grundlegendes Prinzip, ebenso wie die unverbrüchliche Solidarität. Das hat sich als Erfolgsprojekt herausgestellt, das sicher auch irgendwann das Ziel einer neuen internationalen anstreben wird. Vielen Dank für die Teilnahme an der Diskussion. Ich wünsche uns allen den vollen Erfolg von Zimmerwald 2.0. Ganz kurz, bevor die nächste Rednerin kommt. Ich glaube, Ruben wurde gerade von unseren Mitarbeitern abgelenkt, als der Anfang des Beitrags war. Ruben, er hat sich auf dich bezogen für eine neue Internationale und hat gesagt, er stimmt zu, dass es eine neue Internationale braucht und sieht dafür 2 Voraussetzungen. Die erste war, dass die Fehler der Komintern, die Stärken und die Fehler der Komintern aufgearbeitet werden.
Und dann den weiteren Beitrag hast du gehört. Ich habe nur Wollte ich gemerkt, das dass du den wiederholen? Anfang nicht mitkriegen konntest, weil sie War das dir eine verständlich? Information gegeben hat. Also der Beitrag eben bezog sich auf dich. Okay, ist angekommen, Dankeschön. Nur damit du das Ganze mitkriegst. Okay, danke schön. Jetzt Klaus Jürgen, IG Metall und internationale Arbeiterkoordinationsmitglied. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Klaus Jürgen, ich komme aus Stuttgart, aus der größten IG Metall-Verwaltungsstelle Deutschlands mit 80.000 Mitgliedern und bin dort ehrenamtlicher Funktions- und Mandatsträger, sage ich auch bewusst. 3 Punkte habe ich in den Einleitungsbeiträgen registriert, die mir sehr wichtig sind. Allen voran die Aussage von Gabi Fechtner, der Kampf um die Denkweise entscheidet. Das erlebe ich täglich mit Kollegen im und aus dem Betrieb. Das Zweite war das vom Kollegen Nowak. Zivil- und Rüstungsproduktion, Umstellung verhindern. Sage ich klipp und klar, ich habe 44 Jahre bei Mercedes gearbeitet. Wir werden im Kapitalismus nicht entscheiden, ob über Aufsichtsrat oder Mitbestimmung, was wir produzieren. In diesem System nicht, das halte ich als falschen Weg. Und das Stichwort Generalstreik von dem USA-Kollegen. Die Umwandlung von Zivil- auf Kriegsproduktion ist ein entscheidender politischer Kampf in der Gewerkschaftsbewegung. Konkret in Stuttgart. Ich bin ständig mit Kollegen zusammen von Betrieben Bosch, Porsche, Daimler. 50.000 Arbeitsplätze stehen dort auf der Tagesordnung. Die Kollegen haben alle Schreiben bekommen, dass sie aufhören sollen. 2 Themen dazu. Für die Kollegen stellt sich ein existenzieller Kampf um das Überleben ihres Einkommens. Braucht man eine Antwort drauf. Das Zweite ist die Denkweise. Und da gibt es die Strömungen in der Arbeit- und Gewerkschaftsbewegung. Die einen sagen 3,5% Verteidigung, okay. Die anderen 5% für Kriegstüchtigkeit. Und das neue Schlagwort ist jetzt grün-olives Wachstum. Ein Habeck hat einmal gesagt, grün-ökologisches Wachstum. Die Rüstungstreiber sagen, ein grün-ökologisches Wachstumskonzept für Deutschland wird Wachstum und Arbeitsplätze bringen. Die Lösung kann aber nicht sein, wir machen mehr Autos und statt Rüstung. Braucht man Antwort drauf. Der Diskussionsprozess Verteidigungsfähigkeit und Militarisierung, ob 3 oder 5%, ist von entscheidender Bedeutung. Denn ich bin der Meinung, die Gewerkschaften im Kapitalismus haben nicht im Ziel Sozialismus. Aber wir brauchen eine Gewerkschaftsbewegung und die Kollegen brauchen wir, wenn das Thema Generalstreik ansteht, dass die Gewerkschaften zu Kampforganisationen gegen Krieg und Faschismus werden. Und das halte ich für entscheidender Bedeutung. Und die größte Hürde ist, und es ist tägliches Leben, wir müssen sozialdemokratisch-christlichen Kollegen die Hand reichen, dass man gemeinsam gegen Faschismus und Krieg kämpft. Und wir haben zu diesen Kollegen auch grundsätzlich politische, weltanschauliche Differenzen. Trotzdem, wir müssen mit diesen Kollegen christlich, sozialdemokratisch, außer Faschisten solidarisch die Hand reichen, dass wir das Thema Generalstreik zur Tagesordnung bringen. Danke. Dankeschön, Klaus. Jetzt Genössin Ulia Servay. Ja, ich bin Ulia Servay, auch aktiv im internationalistischen Bündnis gegen Rechtsentwicklung, Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung. Ich beziehe mich auch auf eine Äußerung von Ruben von der Internationalen Sozialistischen Liga. Er sprach von der Notwendigkeit eines politischen Auswegs in der jetzigen Situation, der aber nicht in einer Volksfront bestehen könnte. Ich meine, dass die Notwendigkeit einer proletarischen Einheitsfront und der Aufbau von starken revolutionären Parteien unumstritten ist. Eine proletarische Einheitsfront mit dem Ziel, den Kapitalismus und damit auch die Ursache von Kriegen revolutionär zu überwinden.
Widerspruch habe ich aber, wenn man die in der jetzigen Situation, wo wir auch eine faschistische Gefahr akut in vielen Teilen der Welt erleben, die Volksfront ganz verneint oder geringschätzt. Der Begriff geht ja auch zurück auf Georgi Dimitrov und es gab auch einen Beschluss des 7. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale und es ist auch wichtig, dass wir Lehren ziehen aus Fehlern im Hitlerfaschismus. Die Volksfront ist ja ein organisierter Zusammenschluss der Arbeiterbewegung, der revolutionären Kräfte mit anderen Teilen der Gesellschaft, mit christlich demokratisch eingestellten Menschen, mit Gewerkschaftern, mit Teilen auch mit ehrlich antifaschistischen Kräften aus SPD oder Monopolparteien. Sie bedeutet aber kein Zusammenschluss mit Regierungs- oder Monopolparteien. Das muss man ganz klar sagen. In einem imperialistischen Land, wie es Deutschland ist, kann es nie ein Bündnis geben mit der Monopolbourgeoisie. Und trotzdem, wenn es darum geht, die Errichtung einer faschistischen Diktatur zu verhindern, dann meine ich, ist es auch wichtig, an einer Volksfront zu arbeiten. Und heute ist auch der Begriff vielleicht antifaschistische Front, breite antifaschistische Front wichtig. Unser Ziel, das Ziel der revolutionären Arbeiterbewegung bleibt natürlich, sie hat weitergehende Ziele, den Kapitalismus, den Imperialismus als Ursache von Kriegen zu stürzen und sozialistische Staaten aufzubauen. Dankeschön. Jetzt Monika Lies von Bolschewik-Partei, was Sie schriftlich geschickt haben. Sie haben einen schriftlichen Beitrag geschickt. Sie schreiben, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Welt keinen einzigen Tag ohne einen reaktionären Krieg erlebt. So wie gestern werden auch heute Arbeiterinnen, Werktätige und Unterdrückte für imperialistische Interessen und Profitgier der Kapitalisten in ungerechten, reaktionären, imperialistischen Kriegen gegeneinander aufgehetzt, als Kanonenfutter benutzt. Überall auf der Welt fördern Imperialisten Militarismus, Rassismus und Faschismus, um sich auf noch größere kriegerische Auseinandersetzungen vorzubereiten. Eine Weltkriegsgefahr ist heute mehr denn je gegeben. Selbstverständlich ist eine breite, weltweite, mächtige Friedensbewegung notwendig. Sie können die laufenden, ungerechten, reaktionären, imperialistischen Kriege beenden oder eine weitere Eskalation zumindest aufschieben. Leider gibt es im Moment eine solche Friedensbewegung nicht. Wir Kommunisten und Revolutionäre haben die Aufgabe, uns für die sofortige Beendigung aller ungerechten Kriege einzusetzen. Aber gleichzeitig haben wir vor allem die Aufgabe, unaufhörlich zu propagieren, einen dauerhaften Frieden gibt es im Kapitalismus nicht. Gerade an diesem historischen Ort der Zimmerwald-Konferenz ist es wichtig, sich deutlich zu machen, Frieden braucht Revolution. Alles andere ist Illusion. Heute steht die internationale kommunistische und revolutionäre Bewegung vor der großen Aufgabe, in allen Ländern den Aufbau kommunistischer Parteien zu schaffen, die ihre ureigenste internationalistische Aufgaben erfüllen konnte. Lenin formulierte es so, Zitat, es gibt nur einen wirklichen Internationalismus, die hingebungsvolle Arbeit an der Entwicklung der revolutionären Bewegung und des revolutionären Kampfes im eigenen Lande, die Unterstützung durch Propaganda, durch moralische und materielle Hilfen eben eines solchen Kampfes, eben einer solchen Linie und nur einer solchen allein in ausnahmslos allen Ländern. Alles andere ist Betrug und Moneyloverei. Zitat Ende. Unsere dringliche Aufgabe ist es dafür, auf allen Ebenen für diese revolutionäre Linie zu agitieren. Ein Frieden unter dem Kapitalismus kann nur eine Feuerpause sein. In diesem Sinne kämpfen wir gegen Rassismus, Sexismus, Faschismus und jegliche Reaktion, international und revolutionär. Krieg dem imperialistischen Krieg, für Revolution und Sozialismus. Es lebe der proletarische Internationalismus, hoch die internationale Solidarität. Dankeschön, Monika. Jetzt Gabi Fechner. Bitte, wer sprechen möchte, Zettel ausfüllen, weitergeben.
geben, dass sie koordinieren können. Gabi, du hast das Wort. Ja, wir werden in Deutschland oft gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ausgerechnet bei der Geschichte Deutschlands mit dem verheerenden Hitlerfaschismus, der Auslösung von 2 Weltkriegen durch den deutschen Imperialismus eine faschistische Partei wie die AfD und andere Faschisten wieder so stark werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Antikommunismus dabei eine sehr große Rolle spielt. Wir haben jetzt neue Umfragen in Ostdeutschland, wo die AfD zum Teil bis zu 40% der Wählerstimmen hat. Und wir müssen Klartext sprechen, dass auch unter Arbeitern bis zu 38% AfD wählen. Das ist ein ganz ernstes Problem und es ist wesentlich auch eine antikommunistische Kampagne, die zum Beispiel in Ostdeutschland den Leuten gesagt hat, ja, euer Sozialismus ist ja gescheitert, diese Alternative gibt's nicht mehr und deshalb ist jetzt die Alternative rechts. Und das ist sicherlich ein hauptsächlicher Grund, warum das dort auch so eine besondere Rolle einnimmt. Unter den Arbeitern wird dann durch so eine Klimaleugner-Debatte, also die Ökosozialisten, die sind schuld, wenn eure Arbeitsplätze vernichtet werden, wird dieser Antikommunismus auch in die Arbeiterklasse getragen. Und deshalb ist das wirklich eine entscheidende Frage, dass wir damit fertig werden. Ich denke, dass das auch noch eine Differenz hier in unseren Kreisen ist. Die Leute, die jetzt hier sind, die sind auch sozusagen offen, auf Augenhöhe zu diskutieren. Aber man muss schon sagen, dass auch in dem trotzkistischen oder auch anarchistischen Lager durchaus Kräfte sind, die antikommunistisch zum Beispiel gegen Marxisten, Leninisten agieren. Und ich halte das für eine entscheidende Frage, wie wir zusammenkommen. Wir müssen nicht in allen Fragen einig sein, aber Antikommunismus ist auf jeden Fall ein ganz schädliches Gift und zersetzender Einfluss, der es unmöglich macht, überhaupt zu diskutieren. Und es sind tatsächlich zum Teil Kampfbegriffe, die dann vom Verfassungsschutz reingetragen werden, die dann aus diesen Strömungen gegen uns eingesetzt werden. Das ist dann Stalinismus, das ist, was weiß ich, was da alles für Begriffe verwendet werden. Und es ist eigentlich auch eine Dummheit, weil wir als Marxisten, Leninisten haben das größte Interesse dran, Fehler, die im sozialistischen Aufbau passiert sind, auszuwerten. Wir schreiben gerade an einem Buch über die Zeit Stalins, vor allem über die 30er Jahre. Und natürlich sehen wir, dass dort auch Fehler und Verbrechen gemacht wurden bei Verteidigung der großen Errungenschaften des Aufbaus des Sozialismus, des Kampfs gegen den Hitlerfaschismus. Aber wir haben das Interesse, das so aufzuarbeiten, dass wir einen neuen Aufschwung im Kampf um den Sozialismus nehmen können, dass wir auswerten, warum wurde dort nicht die Frage der Denkweise behandelt, sondern zum Beispiel die Leute alle als Agenten zeitweise behandelt. Das hat uns nicht weitergebracht im sozialistischen Aufbau, aber daraus können wir lernen und der Antikommunismus behindert eigentlich darüber auf Augenhöhe zu diskutieren und macht einen dann innerhalb des linken Lagers zu Gegnern oder bekämpft dann die Leute, die eigentlich in der Situation sich gegen den imperialistischen Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung mehr austauschen müssen. Erwin aus Wien. Okay, dann möchte ich anfangen mit der Frage, die von Sagt Nein angesprochen worden ist, ob der Dritte Weltkrieg schon begonnen hat oder so weiter. Wir halten das für eine schädliche Diskussion, ob er schon begonnen hat, ob er unmittelbar droht oder ob ein Dritter Weltkrieg in dieser Form überhaupt nie stattfinden wird, weil die Supermächte oder Großmächte voneinander schrecken und nur Stellvertreterkriege. Wir denken uns, es gibt heute genügend imperialistische Kriege in verschiedenen Nuancen, zwischenimperialistische Kriege wie in der Ukraine zum Beispiel oder Stellvertreterkriege, wie zum Beispiel der Angriff Israels auf Gaza und der Völkermord, wo die USA natürlich dahinter stecken mit ihren Waffen, sonst könnten die Israeli-Zionisten überhaupt nicht den Krieg weiterführen. Das ist, glaube ich, bekannt worden. Wir sagen, wichtig ist aufzeigen, wo Kriege stattfinden, versuchen zu analysieren, warum diese Kriege stattfinden, also die imperialistischen Hintermänner dieser, auch Bürgerkriege zum Beispiel im Nordostkongo. Da geht es um Koltan und solche Sachen, da stecken nämlich die Imperialisten dahinter, das ist nicht die M23, irgendeine andere Stammestruppe oder so, das brauche ich jetzt hier nicht erklären. Wir versuchen das immer zu verbinden mit der Parole Krieg dem Krieg und der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist in Österreich ein großes Problem, jetzt komme ich zu Österreich noch ein paar Worte. Österreich ist formal ein neutrales Land und in der Antikriegsbewegung gibt es unheimlich viele Diskussionen, wie stellen wir uns zur österreichischen Neutralität.
Die einen sind voll, wir müssen die Neutralität verteidigen, die anderen sagen, die Neutralität gibt's gar nicht mehr, weil Österreich ist zum Beispiel in der Partnerschaft in die NATO ja fix eingebunden oder jetzt zum Beispiel über Sky Shield auch in die NATO eingebunden. Wir versuchen das mit drei, ich sage jetzt 3 Punkte mal, wie wir also rangehen. Wir sagen erstens einmal, die österreichische Neutralität war immer schon eine imperialistische Neutralität. Das österreichische Kapital hat immer die formale Neutralität dazu verwendet, mit beiden Seiten Geschäfte zu machen, zum Beispiel mit Iran und Irak im Iran-Irak-Krieg oder mit Südafrika und so weiter. 1963 hat Österreich schon im Rahmen der UNO Truppen in den Kongo geschickt und damals zur Ermordung von Lumumba geführt haben. Also das ist ja Österreich, aber sie waren damals schon beteiligt. Also diese ganze Sache mit der Neutralität ist eine Augenauswischerei. Trotzdem versuchen wir in konkreten Bewegungen den Inhalt des korrekten Neutralitätsgesetzes von 1955 zu verteidigen und zu sagen, Österreich darf nicht, was nämlich manche Parlamentsparteien inzwischen wollen, der NATO beitreten. Österreich muss sich aus der Sky Shield Aufrüstung heraushalten und wir versuchen auch Bewegungen zu unterstützen, zum Beispiel wie bei Rheinmetall in der Nähe von Wien. Da hat es eine kleine Kundgebung gegeben gegen Rheinmetall als Rüstungsfirma. Es gibt Kundgebungen auch für anderen Rüstungsbetrieben, die der Bevölkerung nicht sehr bekannt sind. Danke. Dankeschön. Jetzt Peter Nowak. Danach kommt Thailand von Young Struggle. Ja, ich wollte zu einigen Punkten was sagen. Also einmal mit diesem Bündnis Rheinmetall. Also da war schon klar, die meinen jetzt nicht, dass es nur um die Rüstungskonzerne geht. Das war in den Aufrufen auch klar bei Rheinmetall entwaffnen, sondern dass die Rüstungskonzerne jetzt nur sozusagen eine Speerspitze sind, wo man eben ansetzen kann. Also um gegen Kapitalismus. Also da wurde in den Reden und in den Aufrufen immer der Zusammenhang auch zu Kapitalismus hergestellt. Ja, und dann bei den Diskussionen, also ich würde halt auch sagen, klar, Kampf gegen den Antikommunismus, ich würde da aber auf jeden Fall, sollen wir vermeiden, so eine historische Debatte über irgendwelche Parteitage oder sowas, da würde ich einfach sagen, da würde nur eine neue Spaltung reingetragen, auch, dass man jetzt sagt, vor 56 oder nach 56, ich glaube ganz viele, gerade jüngere Linke, würde da also total Abstand oder auch eben Leute, die eher aus einer rätekommunistischen Bewegung kommen und so viel, die war ja dann schon 21 im Grunde also Kronstadt ein wichtiges Jahr, aber das muss man ja gar nicht hier diskutieren. Man kann in so einer antimilitaristischen Bewegung durchaus der Meinung sein, dass der Niederschlagung von Kronstadt falsch war. Und das hat aber muss keine Folgen haben für eine Antimilitarismus-Sache. Und zur Bewertung von Stalin und so weiter, da will ich da will ich gar nichts weiter zu sagen, als wie gesagt, das ist nicht was heute in der Antimilitarismusbewegung eine Rolle spielen sollte. Ja? Also wir sollten nicht uns abgrenzen, das kam ja auch in einem Beitrag gegen Anarchismus, Trotzkismus und so. Ja, mit wem will man das denn verbünden? Also das heißt, man sollte nicht erst bestimmte Ismen wieder haben, von denen man sich abgrenzen soll. Das wäre dann natürlich für die Leute, die eine Partei wollen. Das ist ja noch was anderes. Aber wenn man eine breite Front will gegen Militarismus, dann sollte man diese Abgrenzungen auf jeden Fall nicht machen, weil man dann gleich wieder diese Spaltungen rein, dann sollte man eben gerade mit Anarchistinnen, mit Leuten, die sich auf Trotzki beziehen, mit Leuten, die eben Kronstadt für falsch halten, Bündnisse machen. Und das geht ja nicht, wenn man sich von denen gleichzeitig abgrenzt, weil so eine Front ist ja gerade keine Partei. Das ist ja nicht identisch. Im Gegenteil. Also, wie gesagt, bei der Partei würde es ja auch nicht mitmachen. Also, das denke ich, ist halt ganz wichtig, damit man nicht schon wieder neue Spaltungslinien und so da reinfindet. Und das war ja gerade, die Rätekommunisten waren, die immer im Grunde die Zimmerwalder-Linie hochgehalten haben, während mir ist nicht bekannt, dass unter Stalin groß auf Zimmerwald Bezug genommen wurde. Danke. Dankeschön. Thailand, bist du dran? Aber nach dem Thailand auch von Chet, Origin aus Kongo. Bitte vorbereiten. Greetings, comrades. I'm here standing as a representative from Young Struggle and as a young person. Grüße Genossen, ich stehe hier als ein Genosse von Young Struggle und als ein junger Genosse. So when speaking of war and fascism,
Wenn wir über Krieg und Faschismus sprechen, müssen wir auch immer we always have to speak of the youth and the role that the die youth Jugend play. sprechen und die Rolle der Jugend, die sie spielt. The youth is wanted to be used by the fascists Die and Jugend, warmongers die Faschisten wollen die Jugend and nutzen soldiers. als ein Medium, als Soldaten. So the youth's very future, the only thing that we have, that is our hope, is trying to be Das Einzige, was wir explained. haben, ist unsere Hoffnung. And when they strip us away from that hope, Wenn sie uns von dieser Hoffnung now- wegbringen, when we can no more have hope, we can no more organize. And this, the youth has to break. dann können wir uns nicht mehr organisieren. And this is what we want to speak about, because the imperialists and the Darüber war wollen wir sprechen. want to use Denn the die youth Imperialisten as und soldiers on the ground as Kriegstreiber, meat grinders, dying to missiles, to drones. And this is what they're wollen, dass die preparing for. Jugend stirbt an Raketen. So therefore, the youth in anti-militarism Die plays a Jugend central und der role Antimilitarismus spielen where eine it zentrale plays a Rolle. big dynamic. We have seen this in the latest of examples in Wir haben Cologne, das in den letzten Beispielen where the youth gesehen, took the initiative, wo die where the Jugend die youth Initiative ergriffen hat. direct actions. Und But here, the role the youth plays aber die in Rolle, die stopping Jugend the hier war, spielt, in stopping the eventual darin turn den of war, Krieg zu stoppen, is the role we want to speak about. And das, we want das, to das ist die serve Rolle, answers here. die wir spielen wollen. The youth wants a future. The youth wants to fight for a Die Jugend future. will eine Zukunft, sie will für die Zukunft kämpfen. The youth wants a life worthy of living. Die Jugend will ein Leben, das lebenswert ist. Die Jugend That has no interest in hat dying kein Interesse daran in the zu middle of a sterben, battleground. mitten auf dem Schlachtfeld. Wants a life, but then this life is not seen as an alternative. Dieses Leben ist nicht als eine Alternative gesehen von uns. And here, the two solutions, Und hier gibt es that die are proposed to the zwei youth, Lösungen. is the alternative to socialism Die Alternative des Sozialismus fascism. oder des Faschismus. And here, the role of Und chauvinism, hier of die Rolle des social media, Chauvinismus, that der is bürgerlichen Medien, promoting the fascists die fördern die Faschisten and the fascist alternatives. und die faschistischen Alternativen. They think they promote Wir glauben, communism and socialism as a failed idea, and that could dass der never work. Sozialismus, But we know that this is not the case. And this is a message that we die sagen, der Sozialismus ist gescheitert, und wir können nicht zurückkehren dahin. then Aber das ist nicht so. we also see that the liberals would Die much rather Liberalen, cooperate with fascists. We've seen this in examples in France. We've seen these examples wir haben das in in Germany, Frankreich gesehen, diese Beispiele. Wir haben es in Deutschland gesehen, where no opposition that stands tall against wo es fascism, keine other Opposition gab gegen den socialists Faschismus. and communists, an anti-fascist youth which has taken the streets, which was there on the street paying the prices. Die Jugend war dort, hat auf der Straße und hat den Preis gezahlt. Ja. Kannst du langsam Schluss machen, bitte? Yes, just the last one. So we need to Also, find a way to go around the bourgeois wir brauchen manipulation, einen bourgeois Weg, propaganda. That is going on. an der bürgerlichen Propaganda vorbeizukommen. Und To the anti-militarist movement and the es gibt anti-fascist. zwei antimilitaristische und antifaschistische Bewegungen. Thank you. Danke. Dankeschön jetzt von Chat. Thank you very much. Origin aus Kongo. Now, Ich lese den Beitrag vor. Seit mehr als 30 Jahren herrscht in der Demokratischen Republik Kongo ein asymmetrischer Krieg um die illegale Ausbeutung von Bodenschätzen, an dem die Großmächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, China, Kanada, die Europäische Union, multinationale Konzerne und andere Akteure beteiligt sind, die über unsere Nachbarländer wie Ruanda, Uganda, Kenia und so weiter agieren. Zu diesem Zweck schaffen die Nachbarländer Stellvertreter, bewaffnete Gruppen angeblich kongolesischer Nationalität, wie die M23 und andere, die den zahlreichen Ausbeutergruppen als Stütze dienen,
um technologische Fortschritte zu erzielen. Es wurden mehrere Todesfälle in Höhe von 10 bis 12 Millionen beobachtet. Ganz zu schweigen von Vergewaltigungen, Vertreibungen der Bevölkerung und Landeroberungen, um Gemeinschaften anzusiedeln, die nicht aus dem Kongo stammen. Es handelt sich praktisch um einen Völkermord, der aufgrund der Vielzahl der Beteiligten weltweit noch nicht als solcher anerkannt ist. Wir stellen fest, dass es mehrere Länder gibt, die nur deshalb Vermittlungen anbieten wollen, weil sie an den zahlreichen Verletzungen der Rechte der Kongolesen beteiligt sind. Die Fälle von Katar, Südafrika, Togo, Kenia, den Vereinigten Staaten sind sehr bezeichnend. Die Intervention von Präsident Trump, einen Vertrag mit dem Kongo über eine angeblich rationelle Ausbeutung strategischer Mineralien zu unterzeichnen, ist nur ein Vorwand. In Wirklichkeit möchte er die Vorherrschaft Chinas verdrängen, das große Fortschritte bei der Nutzung strategischer Mineralien gemacht hat, da China eine für sich unrentable Partnerschaft mit dem Kongo eingegangen war. Tatsächlich hat China viele unfaire Verträge unterzeichnet. Und die Überarbeitung all dieser Verträge im Zuge der Unterzeichnung des Abkommens mit den Amerikanern hat dazu geführt, dass mehr als 600 Bergbaurechte direkt oder über Mittelsmänner aus den Händen bestimmter lokaler oder internationaler Ausbeuter zurückgewonnen wurden. Vielleicht zur Erläuterung, Eugene weiß, wovon er spricht. Er ist der Vorsitzende der Minenarbeiter in den Diamantenminen im Kongo. Jetzt Ruben, du bist dran. Es gibt Unterschiede, ideologische, aber die werden wir nicht alle diskutieren. Da haben wir gar nicht jetzt diskutieren. Die bleiben erstmal. Aber die werden wir auch nicht in 2 Minuten lösen. Und auch nicht in 3. Und umso weniger, wo der Punkt ist, wo es einen Punkt gibt, wo man sich gegen den Faschismus und den Weltkrieg entgegenstellen muss. Das können wir irgendwann diskutieren in einem Seminar, ganz ruhig. Aber der entscheidende Punkt für mich ist heute: Trump ändert alle Regeln von dem Zweiten Weltkrieg an. Und die Möglichkeit eines Weltkriegs, die existiert. Also, was machen wir jetzt als Revolutionäre? Es gibt viele Revolutionäre aus verschiedenen Traditionen auf der Welt, von sehr verschiedenen, und man muss sie respektieren. Also, dient die Einheitsfront dazu? Und ist sie das grundlegende Werkzeug? Und sie ist das fundamentale Werkzeug für diesen politischen Kampf. Der revolutionäre Defätismus gibt es den, wie Lenin es sagt? Ist er gültig? Ist es gültig, die Losung Sozialismus oder Barbarei? Wir denken ja. Es gibt Elemente der Barbarei, wie in Gaza. Ist es gültig, was die Genossin sagt, dass man revolutionäre Parteien aufbauen muss, dass die Internationale und eine neue Internationale, wir denken ja. Wenn wir auf diesem Weg Übereinstimmung finden, umso besser. Und wenn es gibt natürlich Differenzen, ideologische. Und die müssen weiter diskutiert werden. Danke, Genossinnen und Gedanken. Dankeschön, Ruben. Jetzt Genossen Chayan. Wir haben in 2020 in der Westsahara den Krieg erlebt. Das erklärt die Blockade, die Marokko in diesem Krieg leider ausübt. Ihr werdet euch vielleicht überraschen, weil Westsahara ist die letzte Kolonie in Afrika. Seit 1883 ist sie besetzt.
tanto, lo que queremos Das es ist un eine organismo, una organización que también Organismus, tenga en prioridad estos Es países ist que están en guerra. wichtig, Una de dass ellas es el auch in Sahara, Afrika un Länder im país Krieg gibt. oculto Eines por davon ist intereses Sahara. económicos, un país que enfrenta Ein todo Land, das tipo de guerras, hablando de verschiedene guerra Kriege armada, erlebt, bewaffnete Kriege, calentamiento global, eine wirklich situaciones bedauernswerte lamentables, Situation, situaciones schlechte malas, wirtschaftliche, económicas, soziale, sociales, klimatische Bedingungen. climáticas. Estamos Wir también leiden auch sufriendo de las unter dem armas que se venden, Waffenverkauf. porque en la guerra actual del Es Sahara gibt in no der hay personas que nos atacan, hay Es drones gibt que gar matan keine cualquier Soldaten, es gibt persona que Drohnen, se die mueve. alle Por Leute, lo tanto, einschließlich queremos que se Babys, hable del ermorden. Sahara. No quiero ver Diese el militärische, reflejo militärische Blockade, del da bloqueo müssen wir dagegen mediático que se está kämpfen. aplicando en esta causa. Die dann irgendwie eine psychologische Grundlage dafür bildet, dass man nicht aktiven Widerstand genug machen kann, um, sagen wir, den Krieg zu verhindern und um Widerstand zu leisten. Und das hat eigentlich damit zu tun mit dem, worüber ich sprechen wollte, und das ist, dass diese Depression auch von falschen Lösungen rauskommt. Und eins der Probleme ist, dass auch heute auch die Linke, also in Italien insbesondere, falsche Lösungen bringt und von einem bestimmten Nationalismus geprägt ist. Es gibt heute auch in der Erweiterung von den Demonstrationen für Palästina, die es auch in Italien gibt, einen bestimmten nationalistischen Pazifismus, der irgendwie sich mit die Überzeugung hat, dass wenn man sich zur chinesischen Entwicklung, zu China, zu Russland irgendwie anschließt, als italienischer Staat, als italienischer Kapitalismus, dass man da irgendwie einen Ausweg aus der Krise haben kann, der friedlich ist, der irgendwie fortschrittlicher ist als unter amerikanischer, sagen wir, unter amerikanischer Influenz. Aber wir wissen doch eigentlich, dass die italienische Bourgeoisie auch vor Amerikas Imperialismus genauso unterdrückend, genauso gewaltsam seit der Einheit von Italien und wahrscheinlich noch früher ist als in der Nachkriegszeit bis heute. Also das ist eine falsche Lösung, weil das ist genauso wie die Menschenwigen irgendwie. Also man will eine ganze Revolution machen, um dann die Macht denselben Leuten wiederzugeben, die in 150, 160 Jahre von italienischem Staat die Leute, die Arbeiterklasse unterdrückt haben und so weiter. Also da muss man auch rauskommen aus und das bekämpfen, diesen nationalistischen Pazifismus. Wir wissen schon, dass Italien mehrmals, sagen wir, vor Kriegen auch ihre Position gewechselt hat. Also die italienische Bourgeoisie, das macht sie oft, aber das ist eigentlich ihre Stärke, dass sie, sagen wir, mit ihren Grenzen irgendwie eine Position findet in der Entwicklung. Und das bereitet sich vor, das wiederzumachen, und da müssen wir auch kämpfen, dass wir da nicht irgendwie Täuschungen haben darüber, was passieren wird. Dankeschön, Genosse. Wir schließen Rednerinnenliste ab, weil wir haben noch 20 Rednerinnen und Redner. Jetzt hat Monika. Es gab jetzt mehrere sehr engagierte und berechtigte Plädoyers dafür, die Differenzen zurückzustellen angesichts der Notwendigkeit, gegen Krieg, Weltkrieg und Faschismus zu kämpfen. Ich finde das sehr berechtigt und sehr wichtig. Und in dem Zusammenhang finde ich sehr bemerkenswert, wer hier eigentlich alles zusammensitzt. Hier sitzen viele Leute zusammen, die letzten Jahrzehnte nicht miteinander diskutiert haben. Hier sitzen verschiedene Strömungen und Kräfte, die nicht in dieser Weise solidarisch miteinander gekämpft haben, sondern natürlich engagiert waren alle, aber alle in ihrer Strömung oder in ihrer Bewegung in den Gewerkschaften und so weiter. Deswegen finde ich allein schon diese Zusammensetzung dieser Konferenz, auch wie ich sie im Chat sehe, sehr bemerkenswert, unter dem Gesichtspunkt Differenzen zurückstellen. Zugleich finde ich, wir müssen noch was Schwierigeres schaffen. Wir müssen die Differenzen zurückstellen für den gemeinsamen Kampf und trotzdem diese Kontroversen diskutieren. Es ist sehr wichtig, dass wir die Strategiediskussion, wo wollen wir eigentlich hin, jetzt auch führen.
Ich glaube, es wird manchmal assoziiert mit Strategiediskussion oder Diskussion von grundsätzlichen Differenzen über 20. Parteitag oder sonst was, dass das in Hickhack ausartet. Aber das muss doch nicht sein. Wir können doch die gleiche Streitkultur anwenden. Diese strategischen Differenzen, die wir auch haben, die Differenzen über die Geschichte, hier zu diskutieren, weil alle haben bisher gesagt, es gibt im Imperialismus, es gibt im Kapitalismus keinen wirklichen Frieden. Also müssen wir jetzt anfangen zu diskutieren, was wollen wir denn dann und welche Lehren ziehen wir aus der Geschichte. Allerdings nicht so, dass das dann in den Vordergrund rückt, das zu diskutieren und welches historische Detail jetzt stimmt, aber als Strategiediskussion. Und ich meine, dass der Zimmerwald 1915 durchaus ein Vorbild ist. Auch dort wurde diskutiert. Lenin hat gesagt, Defätismus und die Gewehre umdrehen und Revolution. Und die Pazifisten haben gesagt, bist du wahnsinnig, da gehen wir nicht mit. Und die haben die Strategiediskussion geführt. Und dann haben sie sich aber geeinigt auf ihr Manifest, ihr Zimmerwalder Manifest. Und dann haben einige Bolschewiki gesagt zu Lenin, bist du verrückt, so ein halbherziges Ding zu unterschreiben. Das kommt doch nicht in Frage. Und Lenin hat gesagt, doch, wir können nicht nur, wir müssen es unterschreiben. Wir müssen die Strategiediskussion führen, aber wir müssen dieses Manifest im Sinne Differenzen zurückstellen für diesen historischen Fortschritt gegen die Burgfriedenspolitik, gegen den Krieg zu kämpfen. Und diese Dialektik sollten wir uns auch erkämpfen, so schwierig das ist, so sehr es auch Gräben aus der Vergangenheit vielleicht gibt. Ich glaube, das wäre eigentlich das Kunststück, was wir uns als Aufgabe stellen sollen. Und wie das hier bisher läuft, bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass wir diese Verbindung schaffen. Jetzt ist Fritz dran. Okay, der Block heißt Alarmstufe Rot. Gilt das oder gilt das nicht? Andreas, du hast gesagt, wir haben keine akute Weltkriegsgefahr, sondern wir haben schon Weltkrieg. Dann wäre ja eigentlich kein Alarm mehr auszulösen, weil wir schon mittendrin sind. Ist zu diskutieren. Andreas, wir arbeiten gut zusammen, wir streiten auch gut, wunderbar. Wer glaubt, dass wir jetzt schon den Dritten Weltkrieg und jetzt schon die kapitalistische Barbarei haben, der sieht auch nicht, wofür Faschismus eigentlich gebraucht wird von den Herrschenden. Ich bin der Meinung, zum Beispiel in Deutschland hat der Sozialkahlschlag, der Krieg gegen die Massen, noch gar nicht richtig begonnen. Das wird diese Regierung auch gar nicht zu Wege bringen. Dafür wird der Faschismus benötigt, für die Zwangsdisziplin der Kriegswirtschaft, für die Ausplünderung der Massen, für die Aufhetzung zum Krieg. Das ist eine andere Qualität. Der imperialistische Frieden ist ja nicht friedlich. Wir haben heute ungefähr 10 Waffengattungen. Der Erste Weltkrieg wurde mit 3 Waffengattungen geführt, wobei die dritte noch kaum entwickelt war, die Luftwaffe. Heute haben wir zum Beispiel Waffengattungen, die schon im Frieden in Aktion gesetzt werden. Der Wirtschaftskrieg, der Propagandakrieg, die Diplomatie ist auch eine Kriegsführung der Imperialisten. Die Spionage, Sabotage, die Hacker, die Infrastruktur zerstören. Es gibt auch ohne Weltkrieg schon barbarische Kriege. Hiroshima war Barbarei. Der Vietnamkrieg war ein barbarischer Krieg von Seiten der USA. Aber es ist nicht allgemein heute eine Barbarei. Es ist ein qualitativer Unterschied, ob wir zum Beispiel heute 120 Millionen Flüchtlinge haben oder in der kapitalistischen Barbarei, die droht, 3 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden oder die ganze Welt, die Großteil der Welt unbewohnbar sein würde. Das ist ein qualitativer Unterschied und das kann verhindert werden. Und deswegen denke ich, dass es wesentlich ist, diese Unterscheidung zu machen und aktiv gegen die kapitalistische Barbarei, gegen den Dritten Weltkrieg zu kämpfen, um überhaupt den Sozialismus noch aufbauen zu können. Und das ist, man kann im Imperialismus nicht Kriege verhindern. Der Imperialismus wird Kriege immer hervorbringen, er wird Faschismus immer nähren. Aber ob es einen Weltkrieg gibt und ob der Faschismus tatsächlich durchgesetzt werden kann, das haben die Massen, haben die Arbeiterklasse in der Hand. Ich danke dir, Fritz. Jetzt Ceredito von ILDE. Der Schriftdeutsch oder Schweizerdeutsch? Was wollt ihr?
Also, mein Name ist Ilde, Vorname, Nachname ist Keredita und ich bin eine sehr engagierte Gewerkschafterin, Gewerkschaftsmitglied seit Jahrzehnten und ich bin hier an dieser Konferenz, weil die Schweiz ja bekannt ist als neutraler Staat, vor allem neutral ein bisschen links, neutral ein bisschen rechts, einfach dort, wo noch ein bisschen Geld rum ist. Und das Zweite ist, ich habe nie einen Krieg erlebt, Gott sei Lob und Dank. Einige hier innen haben vielleicht Krieg erlebt, ich nicht. Und ich möchte, dass das Land, die Schweiz, weiterhin im Frieden lebt, für Frieden da ist, sich darum bemüht, auch überall Frieden zu schaffen zwischen den einzelnen Ländern, zwischen den einzelnen sogenannten Regierungen. Und von dem her finde ich ganz wichtig, dass wir heute da an dieser Friedenskonferenz sind und daran erinnern, was denn los war um 1915, wie furchtbar die Zeit war für alle, ob für Leute, die Krieg gemacht haben, die Krieg organisiert haben, die haben müssen in Krieg, oder eben auch für Menschen, die, wenn man so will sagen, verschont geblieben sind, direkt verschont geblieben sind vom Krieg. Zwar am Rand mitbekommen haben, Leiden, ein bisschen Hunger, schmale Budget, Unsicherheiten, aber dennoch in dem Land, wo wir jetzt und heute sind, in der Schweiz, das ist eine Insel der Glückseligen, vielleicht nicht mehr so ganz glückselig, aber auf jeden Fall müssen wir alle dafür kämpfen, dass wir weiterhin Frieden haben, A, in dem Land und B, allen Ländern rundherum und allen Ländern, wo man Gutes tun kann, dass kein weiterer Krieg ausbricht, egal zwischen welchen Ländern und vor allem Kriege, die jetzt laufen, dass man die beenden kann, so schnell wie möglich und egal in welcher Art und Weise, ob das jetzt Techno gegen Technofirmen sind oder vor allem Mensch gegen Mensch. Also Friede. Danke. Dankeschön. Ist sehr gut, wenn man in Schweiz und Schweizerdeutsch zu hören. Das ist sehr gut. Jetzt, Fabio, hast du schon geredet? Willst du noch einmal oder ist schon erledigt? Okay. Roberto? Oder bist du jetzt Roberto? Du hast für die Roberto gesprochen, jetzt Roberto spricht für dich. Roberto. I want to address the Ich issue möchte ein of Thema ansprechen, differences, dieser between Differenzen participants, der Teilnehmenden hier, which are mainly ideological die sich issues, besonders auf that ideologische come Fragen from beziehen, history, from die auf die Geschichte in the zurückgehen, auf course of Spaltung the struggles of the workers' movement. im Kampf der I think, Arbeiterklasse. that, Ich denke, the present situation, dass die derzeitige started, Situation with the war in Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine begonnen hat, offers an opportunity eine and, Möglichkeit bietet, first of all, to clear zunächst einmal who zu stands klären, on wer which side. steht auf welcher Seite. This means that Das bedeutet, we have seen a reshuffling of the left of the workers' movement. wir haben eine Neuausrichtung der Arbeiter, der Arbeiterbewegung, der Organisation gesehen und viele von ihnen for a side of the war, stellen sich auf eine Seite des Krieges, auf eine Seite des imperialistischen Krieges. Entweder die NATO-Seite ideological justifications of mit der ideologischen Rechtfertigung, dass sie self-determination, dass sie das Selbstbestimmungsrecht verteidigen. Actually asking for sending arms, aber for in sending Realität weapons to the Zelensky government. Waffen an die Zelensky-Regierung schicken. Organizations
Andere Organisationen sehen das russische Lager und das chinesische Lager als fortschrittlicher, aber sie nehmen auch eine Seite ein. Und Organisationen, die jetzt hier sind gegen beide diese Lager. Sie stellen sich auf die Seite der Klasse und nicht auf die irgendeines Staates. Und das ist die Hauptfrage. Auf die Seite der Arbeiter stellen, auf die Seite gegen den Kapitalismus und von dieser politischen Einheit sollten wir ausgehen und aktiv werden in der Aktion gegen den Krieg, wie Monika gesagt hat, können wir unsere Diskussion über die Vergangenheit fortführen und auch strategische Perspektiven entwickeln, zusammenzukommen, unsere Kräfte zusammenzuschließen, auch auf politischer und internationaler Ebene. Ich glaube, dass diese Konferenz ein Schritt in diese Richtung sein kann. Wir haben auch eine Konferenz in Neapel im Juni organisiert mit dem gleichen Ziel. Und es ist sehr wichtig, dass wir hier noch viele weitere Organisationen vertreten haben, die auf der gleichen Seite und für die gleiche Richtung stehen. Vielen Dank. Ich habe das jetzt vorgezogen, weil es passt zu dem, was Roberto ausgeführt hat, zu diskutieren. Eine Beate schreibt im Chat, die Volksrepublik China als imperialistische Macht zu verstehen, ist eine vereinfachende Analyse und unterscheidet sich nur minimal von westlicher Kriegspropaganda und anarchistischem Idealismus. Die Verwendung des Begriffs Imperialismus in diesem Zusammenhang, um Chinas wirtschaftliche und politische Interaktion mit anderen Ländern zu beschreiben, ist falsch und macht es unmöglich, eine angemessene Analyse zu entwickeln, die aktuelle Situation zu kontextualisieren und globale Wirtschaftstrends zu verstehen. Ähnliches gilt für die Verwendung des Begriffs faschistisch im Zusammenhang mit der Hamas sowie für die Gleichsetzung des Völkermords in Gaza mit dem Krieg in der Ukraine. Wie Lenin uns gelehrt hat, Zitat, wer eine reine soziale Revolution erwartet, wird sie niemals erleben. Er ist nur in Worten ein Revolutionär, er versteht die wirkliche Revolution nicht. Zitat Ende. Empfohlene Lektüre, Analyse des Trikontinental Institute for Social Research und Western Marxism von Domenico Losurdo als Einführung. Rolf, danach kommt Emilio aus Kongo von Tschad. Von Chat könnt ihr das vorbereiten, bitte. Jetzt wollte ich gar nicht in die Diskussion zurückfallen. Ich will nicht da direkt drauf eingehen, weil das wäre mir jetzt zu spontan. Ich wollte aber zu einem wichtigen Punkt, wollte ich was sagen. Also ich bin anderer Meinung als das, was jetzt vorgelesen wurde, auf jeden Fall, das ist klar. Ich wollte aber zu der Frage kommen, die entscheidend, also erstmal ist es hier eine Konferenz, die eine historische Bedeutung hat und auch bekommen muss, wenn wir alle hier auseinandergehen. Weil die Frage, die entscheidende Kraft, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern, ist doch die Arbeiterklasse. Und vorher war die Frage vom Kampf um die Denkweise. Und können die Arbeiter bestimmen oder nicht bestimmen? Die Arbeiter können mitbestimmen, wenn sie, wie die Hafenarbeiter, die Schiffe nicht beladen. Die Arbeiter können mitbestimmen, wenn sie kämpfen gegen die Rüstungsindustrie im eigenen Betrieb. Also Daimler Trucks baut inzwischen direkt Militärfahrzeuge fertig. Die bekommen die Panzergehäuse von Rheinmetall und verbauen die aber bei Daimler in der Firma. Das ist schon direkte Militärproduktion. Jetzt kündigt sich an, ich bin seit 40 Jahren bei Mercedes und seit 40 Jahren auch bei der IG Metall. Jetzt kündigt sich an, dass
Mercedes-Sindelfingen die E-Klasse von Magna Österreich holen will. Und was bedeutet denn das? Das bedeutet vermutlich, die Patrouillenfahrzeuge in Sindelfingen dann auch fertig zu machen. Das ist das, was sie mit Sicherheit vorhaben. Ja? Also die E-Klasse von Magna ist auch der Boden von dem, was an den anderen Firmen fertig gebaut wird. Und die wollen das aber in Sindelfingen, glaube ich, auch ganz machen dann. Also das nimmt auf jeden Fall diese Richtung auf. Und da habe ich zum Beispiel auf einer Versammlung, das war eine reine Vertrauensleute, Betriebsräteversammlung, da haben die schon sozusagen gesagt, ja, wenn es zu Krieg kommt und so, dann müssen wir uns auch darauf einstellen. Also die wollen uns schon darauf einstellen zum Kampf um die Denkweise. Und ich bin aufgestanden, bin vorgegangen, habe gesagt, wir als Gewerkschafter können diese Position nicht machen. Wir müssen dafür sein, dass hier in Sindelfingen keine Militärproduktion gemacht wird. Ja? Und da können wir als Arbeiter dagegen auch aufstehen und uns dagegen verwehren und das auch verhindern. Natürlich bestimmen wir nicht im Imperialismus darüber, was die wo überall alles machen. Aber das ist Teil der Kriegsvorbereitung und auch Teil von unserer Seite, dagegen den Kampf aufzunehmen. Wenn wir das nicht tun, werden wir das auch nicht verhindern. Dazu gehört noch als Schluss, Mercedes will auch in der Frage künstliche Intelligenz für die Kriegsproduktion weiter tiefer mit einsteigen. Das kommt auch dazu. Also solche Sachen können wir und müssen wir auch versuchen zu verhindern und auch im Kampf um die Denkweise mit den Kollegen darum streiten. Dabei spielt dann die Perspektive auch eine Rolle. So kann man auch die Leute vielleicht dafür gewinnen, für die Perspektive vom Sozialismus. Gut, jetzt Emilio aus Kongo in Tschad. Ich habe vorher eine Frage, bevor ich noch ein anderes Element zur Diskussion hinzufüge. Die eine Referat hat gesagt, dass es, ob es Frieden ist oder Krieg, wenn es von den Imperialisten angeboten wird, das wird uns nicht helfen. Weil wenn es der Frieden ist, dann sind sie dabei, einen anderen Krieg vorzubereiten. Sie wollen weiter die Aggression weiterführen. Ich weiß, man muss eine proletarische Revolution durchführen, aber es ist ein Mittel, um uns verständlich zu machen, dass es doch eine konkrete, dass der Frieden doch eine konkrete Lösung trotzdem ist. Das ist meine erste Frage. Und dann möchte ich noch etwas einfügen, dass ich habe, was den Krieg im Sudan, verschiedene Redebeiträge haben die Frage gestellt, wird es wirklich Frieden kommen im Kongo? Weil die Interessen im ersten im Vordergrund, die Interessen sind im Vordergrund, die dort, was die Mineralien betrifft. Es wurden noch mehr Ressourcen, Mineralien entdeckt im Kongo und es gibt die großen Mächte, die das sehr danach streben, das unter sich aufzuteilen. Und wir müssen diese Frage des Friedens auf die Tagesordnung setzen, aber ob es einen Frieden im Kongo gibt, ist fraglich. Dogan aus Schweiz. Also wir haben von der Konferenz, ich rede im Namen von Bürzeittribüne, wir sind eine kleine Zeitung, wir sind Teil von einem internationalen Arbeiterkomitee gegen Krieg und Ausbeutung. Wir haben eigentlich zufälligerweise von der Konferenz erfahren, aber wir waren natürlich froh, um hier zu kommen, auch wenn wir etwas spät waren mit der Anmeldung. Also ich möchte kurz auf das Simay-Wald-Konferenz 1915 etwas sagen, da waren knapp 40 Leute. Also das haben wir jetzt bereits quantitativ übertroffen. Aber Punkt ist, wieso, oder? Also eigentlich die Zimmerwald-Konferenz ist ein Ausdruck oder eine Konsequenz des größten Verrats der Geschichte in der Arbeitergeschichte. Denn 1914 haben die großen Arbeiterorganisationen, deren Führungen, den größten Verrat gemacht und zugestimmt zu den Kriegskrediten und zu dem ganzen Krieg. Ohne die Zustimmung wäre der Krieg, also der Erste Weltkrieg, gar nicht möglich. Und leider jetzt wiederholt sich das. Also wir sehen das in der Waffenwiederausfuhrdiskussion nach Ukraine, in der Schweiz und generell Waffenlieferungen.
Wir sehen das, also wir haben das gesehen in den Militärbudgetdiskussionen letzten Jahr in dem schweizerischen Parlament. Eigentlich niemand hat im Parlament dagegen gesprochen, nur Leute waren, sie bedauerten, dass jetzt andere Budget-Elemente gestrichen werden. Das ist nicht ein guter Zeichen. Und auch das vielleicht größte Zeichen ist die Palästina-Politik von den Systemparteien. Ich rede von den Links- und Grünen eigentlich, also Sozialdemokraten und die Grünen Parteien. Und ich denke, der größte Ausdruck der Ablehnung der Arbeiterklasse und des gesamten Volks war die Demo in Bern am 21. Juni. 15.000 Leute haben da demonstriert und an einigen Stellen haben die Leute auch die Bühne ausgebucht. Und das ist eigentlich ein Ausdruck, es gibt eine große Kluft zwischen was die Arbeiterklasse wirklich fühlt und meint und denkt und was die Systemparteien, die Links und Grünen eigentlich machen im Parlament und anderswo. Und natürlich die Rechtsextremen benutzen, sie wollen diese Kluft eigentlich ausnutzen. Wir haben wirklich wenige Mittel, um dagegen zu kämpfen, deswegen wir finden die Frontarbeit, Arbeiterfront ganz, ganz wichtig in diesem Kontext ist. Also ja, das wollte ich sagen und zuletzt möchte ich sagen, also das ist unsere Zeitung und im März gab es eine Konferenz gegen Krieg in Frankreich und dann haben wir im Juni diesen Aufruf ausgegeben. Es geht um Palästina natürlich. Der Punkt ist jetzt, einige Regierungen sagen, ja, vielleicht sollten wir Palästina anerkennen, vielleicht im September oder ich weiß nicht wann. Aber das ist nicht, dass es nicht genug ist. Es ist eine Ablenkung von der Zusammenarbeit, von der Unterstützung an diesem Genozid. Der Staat, der völkermordende Staat muss isoliert werden. Der Aufruf ist eigentlich dafür und ich wäre froh, wenn ihr das auch mit unterstützen möchtet. Ich begrüße die Konferenz. Dankeschön. Jetzt Brasilia aus Indonesien, danach kommt Ronny vom Vertreterzeitschrift Marxistische Theorie. Mein Name ist Priscilla und ich bin Mitglied der Indonesischen Frauenunion, Seruni. Vor einer Woche kam es zu einer Reihe von Protesten aufgrund der völligen Nachlässigkeit und offensichtlichen Ignoranz des Regimes von Prabowo Subianto. Seit dem Massaker an der Kommunistischen Partei im Jahr 1965 hat Indonesien den Faschismus noch nicht wirklich überwunden. Die Proteste waren Ausdruck der seit Jahren bestehenden Enttäuschung der Bevölkerung. Die Wut verstärkte sich, als Prabowo, ein Mann, der dringend verdächtigt wird, für die Morde und Entführungen von Aktivisten während der Reformbewegung von 1998 verantwortlich zu sein, nach 2 gescheiterten Kandidaturen zum Präsidenten gewählt wurde. Seit seiner Wahl hat er kontinuierlich die Armee ausgebaut und Posten in mehreren Dörfern in Provinzen wie Sumatra und Kalimantan eingerichtet. Gebieten, die für das Leben der Bauern von entscheidender Bedeutung sind. Er bedrohte und schüchterte die Stadtbewohner ein und setzte brutale Gewalt ein, um Kapitalisten zu dienen, die nachhaltige Gemeinschaftsplantagen durch Palmölbäume ersetzen wollten, die den Boden zerstören. Das indonesische Gesetz über die nationalen Streitkräfte wurde hastig verabschiedet und ermöglichte es der Armee, im Namen der nationalen Sicherheit in öffentliche Räume vorzudringen. Kürzlich wurde eine Politik zur Erhöhung der Zulagen für die Abgeordneten vorgeschlagen. Trotz der Inflation, unter der die Bevölkerung leidet, wurde den Abgeordneten mehr Geld zugestanden. Ein Betrag, der sogar weit über dem Mindestlohn in Jakarta liegt. Dies entzürnte die Bevölkerung und es kam zu einer Reihe von Demonstrationen. Am 28. August überfuhr ein mit Waffen ausgerüstetes Polizeiauto zur Aufstandsbekämpfung absichtlich einen vorbeigehenden Zivilisten und tötete ihn. Wir trauerten um den Tod eines Online-Motorradfahrers, Afan Kurniawan, sowie um 9 weitere Opfer, die in dieser Woche zu beklagen waren. Aus diesem Grund bitte ich meine Genossinnen und Genossen in Deutschland und auf der ganzen Welt um Solidarität. Die Menschen in Indonesien befinden sich jeden Tag im Krieg. Einige
Internationale Medien versuchten, dies als einen Streit unter Eliten darzustellen. Das ist eine Beleidigung für mein Volk, das ich getroffen habe und das wirklich unter dem Faschismus leidet. Niemand ist frei, solange nicht alle frei sind. Es lebe der Kampf des Volkes. Dankeschön. Ein Punkt meiner Vorredner war, dass man keine Seite der Bourgeoisie einnimmt. Diese Konferenz ist eine Fortführung für revolutionäre Standpunkte und Positionen. Aber es gibt aber auch die Wiederholung von sozialchauvinistischen Fehlern. Als eine starke Unterstützerin der ICOM Middle East werde ich oft mit dem Sozialchauvinismus 2.0 konfrontiert. Positionen, die Russland als hauptantiimperialistische Kraft in der Welt sehen. Oder Verwirrung mit dem Charakter, was den Iran betrifft. Positionen gegen den Zionismus. Es gibt nur eine Antwort. Wir wollen Frieden für Palästina, genauso wie für den Iran, Kurdistan und alle anderen Völker. Es gibt taktische Widersprüche, die niemals unsere strategischen Bündnisse überschatten sollten. Zum Beispiel, wir haben gesehen, dass Netanyahu, einer der größten Kriegsverbrecher der Welt, den Friedensanspruch missbraucht hat, Frauenfrieden, Freiheit, um den Iran zu bombardieren. Also Imperialisten und Zionisten und die Verfremdung unter den Völkern. Wir haben diesen Zirkel müssen wir durchbrechen und diese Propaganda. Die Botschaft dieser Konferenz muss es sein, einen unabhängigen Standpunkt einzunehmen, ohne einen Standpunkt der Bourgeoisie einzunehmen. Ein anderer sehr wichtiger Punkt, den wir noch nicht genannt haben, sind die Kriegsvorbereitungen auf der Welt. Den imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln. Wir reden über einen Systemwechsel. Ich stütze diese Richtung, aber es muss mit revolutionärer Gewalt geschehen. Das muss organisiert werden. Unser unabhängiger Standpunkt muss organisiert werden. Es muss der Kampf der Arbeiter, der Völker sein. Unter diesen neuen Bedingungen müssen wir uns organisieren und zentralisieren wie niemals bevor. Entwickelt wie niemals zuvor. Und es ist kein Zufall, dass heute die Weltbourgeoisie die revolutionären Kräfte angreift, besonders den bewaffneten Kämpfen, dass revolutionäre Führer liquidiert und umgebracht werden. Ich grüße die revolutionären Kämpfer in den Philippinen, Kurdistan, Indien, auf anderen Teilen der Welt. Danke, Sharon. Jetzt kommt Ella von Attic. Nachher Michael Graf aus Schweiz. Liebe Genossen, Lenin hat den Imperialismus klar definiert. Er ist das höchste Stadium des Kapitalismus, gekennzeichnet durch die Herrschaft der Monopole, das Finanzkapital, den Kapitalexport und die Aufteilung der Welt unter die großen Mächte. Das bedeutet, Imperialismus ist kein zufälliges Verhalten einzelner Staaten, sondern ein System, das auf Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg und Faschisierung beruht. Darum lehrte Lenin auch den revolutionären Defätismus. Wir dürfen niemals in den bürgerlichen Defätismus der Resignation verfallen, sondern müssen jede Niederlage der eigenen Bourgeoisie als Chance begreifen, den Kampf des Proletariats zuzuspitzen und den imperialistischen Krieg in den revolutionären Krieg zu verwandeln. Gerade heute sehen wir das deutlich im Nahen Osten. Kriege, Besatzung und Stellvertreterkonflikte zerstören Länder.
spalten Völker und sichern die imperialistischen Interessen. Das Leid der palästinensischen, kurdischen und viele andere Völker ist direktes Ergebnis dieser Politik. Doch auch in Europa selbst streitet die Faschisierung voran. Reaktionäre Regierungen, Angriffe auf demokratische Rechte, Militarisierung und rassistische Hetze greifen immer stärker um sich. Für uns revolutionäre Kräfte heißt das, trotz aller Unterschiede müssen wir Wege finden, gemeinsam zu kämpfen. Der proletarische Internationalismus darf nicht nur eine Losung bleiben, er muss praktisch gelebt werden. Nur vereint können wir dem imperialistischen System entgegentreten. Doch wir dürfen nicht übersehen, Frauen sind von dieser Gewalt besonders betroffen. Im Krieg sind sie Bomben, Vertreibung und sexualisierter Gewalt ausgeliefert. In Flüchtlingslager und besetzten Gebieten sind sie den härtesten Formen von Hunger, Armut und Entrechtung ausgeliefert. Im Alltag, auch fern der Front, tragen sie die Last der Zerstörung. Sie müssen Familien allein durchbringen, werden in unsichere und schlecht bezahlte Arbeit gedrängt und gleichzeitig durch patriarchale Gewalt unterdrückt. Faschismus und Reaktion greifen zuerst die Frauen an, weil sie wissen, die befreiende Frau bedeutet die Befreiung der ganzen Gesellschaft. Aber wir sehen auch das Gegenteil. Wenn Frauen organisiert sind, verändert sich der gesamte Kampf. Das Beispiel Rojava zeigt es uns klar. Wo Frauen in bewaffneten Einheiten kämpfen, im Raten mitentscheiden und allen Bereichen organisiert sind, gewinnt der revolutionäre Prozess eine ganz andere Stärke. Frauen sind nicht nur Opfer, sie sind Kämpferinnen in Rojava, in Palästina, in Kurdistan, in Lateinamerika, in Asien und hier bei uns. Darum müssen wir die Organisation der Frauen stärken. Ohne ihre bewusste und aktive Teilnahme wird es keinen Sieg über Imperialismus und Faschismus geben. Mit ihnen jedoch wird unser Kampf unbesiegbar. Und wie Clara Zetkin sagte, wir müssen die Masse der Frauen gewinnen, selbst wenn sie, wie Stralsund es ausdrückte, mit Ketten an der Himmel geschmiedet werden. Danke. Dankeschön. Jetzt Michael Graf aus Schweiz. Liebe Genossinnen, ich freue mich, dass so viele radikale Linke hier zusammengefunden haben, um sich zu organisieren, koordinieren im Kampf gegen die Mächtigen und ein System, was die Menschheit an den Rand des Abgrunds treibt. Dazu braucht es keinen dritten Weltkrieg. Da reicht, wenn weiter fossile Brennstoffe gefördert und verbrannt werden wie bisher. Das ist das Positive. Das Negative, was ich sehe, ist, dass wir uns keine Illusionen machen dürfen. Um unsere Sache steht es nämlich schlecht. Ja, also hier ist viel Euphorie zu spüren, aber wir sind keine Massenbewegung. In den Massen haben wir keinen Rückhalt. Wir sind total marginalisiert. Und wenn wir nicht verstehen, warum wir so schwach sind, warum unsere Sache so schlecht steht, dann haben wir nicht den Hauch einer Chance, den großen Kampf zu gewinnen. Danke. Dankeschön. Jetzt Julie von NDF. Nachher gehen wir Mittagspause. Die anderen Genossen werden im zweiten Block, die beim Redner beim zweiten Block weitermachen. Julie. So, I'm compatriot, a member of the National Democratic Genossen, ich bin Mitglied der Nationaldemokratischen Front der Philippinen. And I'm very grateful to have the chance Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance habe, hier bei euch zu sprechen, bei diesem sehr wichtigen, bei dieser sehr wichtigen Veranstaltung. Es ist wesentlich, dass wir erkennen, die imperialistische Agenda hinter diesen Ungerechtigkeiten, dass es brutal und zerstörerisch ist. In its desperate attempt to redivide the world's resources, die Ressourcen aufzuteilen, in its favor and preserve a dying global order, in ihrer sterbenden Weltsystem. The imperialists, especially the US imperialists, vor allem die US-Imperialisten unter Trump, sind dabei, sie schauen jetzt nach Asien.
pouring vast amounts of military resources. Die schicken da ihre Militärressourcen dahin, to provoke and contain China. um China zu provozieren und einzuschränken. At the same time, the US Gleichzeitig NATO benutzt die USA NATO, um weitere Konflikte zu schüren im Mittleren Osten, mit dem Ziel, oil resources. die ganzen Ressourcen da zu erhalten. Unterstützt durch die USA sind die Zionisten jetzt dabei und auch bewaffnet, haben die Zionisten den Iran angegriffen als vorsorglicher Angriff gegen den Iran. Israel hat den Iran während 2 Jahre völkermördende Angriffe auf Palästina stattgefunden haben. Das palästinische Territorium, und dort ist eine humanitäre Krise in Palästina. Nachdem China eins der größten ökonomischen Mächte geworden ist, haben sie ihre militärische Basis verstärkt gegen die Länder, die China umgeben. Die aktuelle Entwicklung im indopazifischen Raum 2023. Jetzt wird so gesagt, dass China die größte Bedrohung der US-Sicherheit ist. Diese Strategie ist eine Rechtfertigung für den Kurs. Die aggressive Strategie hat dazu geführt, dass hier aggressive Bündnisse gestärkt wurden. In den Philippinen gibt es mehrere Abkommen mit den USA und mit der Marionettenregierung auf den Philippinen. Die haben US-Truppen, Militär, Equipment und Einrichtungen erlaubt, dass sie im ganzen Land dort eingerichtet werden konnten. Praktisch werden die Philippinen dadurch zu einer großen Militäreinrichtung dort. Zusätzlich gibt es Abkommen